So, hallo liebe Zuschauer. Heute gibt es ein etwas ungewöhnliches Format mit mir, denn ich habe die Ehre, einen sehr interessanten Menschen zu interviewen. Es handelt sich um Alexander Onischenko. Onischenko ist ein Insider aus der Ukraine, der sowohl die Hintergründe des Maidan kennt, der ein enger Vertrauter von Poroschenko war, als dieser Präsident wurde, der all das aus dem Inneren kennt, was in der Ukraine passiert ist, die Korruption, die Verbrechen. Er ist ein Mann, der auch die Machenschaften kennt von Joe Biden und George Soros in der Ukraine. Onischenko sagt, Biden und sein Umfeld haben mindestens 1,5 Milliarden Dollar an Schwarzgeld aus der Ukraine geholt. Und er kennt all die handelnden Personen persönlich. Ich habe Herrn Onischenko nun interviewen können. Wir hatten technische Probleme. Den Ton bitte ich zu entschuldigen. Es ist teilweise vielleicht etwas anstrengend, sich anzuhören, aber es lohnt sich. Wir haben das Interview zweimal unterbrechen müssen aus technischen Gründen, aber es ist alles in einem Tag aufgenommen und wir hatten außer einem kurzen telefonischen Vorgespräch keinen weiteren Kontakt. Vieles, was ich dort gehört habe, war auch für mich neu und damit genug der Worte. Ich wünsche interessante, Gänsehaut produzierende und sehr spannende Unterhaltung. Alexander Onischenko, 51 Jahre alt, ukrainischer Staatsbürger, Geschäftsmann und Politiker, ehemaliger Abgeordneter des ukrainischen Parlaments. Er ist Leistungssportler, hat zweimal für die Ukraine an Olympischen Spielen im Springreiten teilgenommen. Nach dem Maidan war er ein Vertrauter von Präsident Poroschenko, mit dem er sich später zerstritten hat und deshalb nach Europa flüchten musste. Lebte in London, Spanien und Deutschland. Die Telefonate, die in der Ukraine veröffentlicht wurden, von Gesprächen von Joe Biden und Präsident Poroschenko, sind von ihm gekommen. Die belastenden Kontoauszüge über Finanztransaktionen aus der Ukraine für Joe Biden ebenfalls. Im September soll er vor dem US-Senat darüber aussagen. Ja, guten Tag, Herr Onischenko. Danke, dass Sie sich Zeit für mich nehmen. Normalerweise fragt man zu Anfang von einem Interview mal, wie geht's Ihnen? Das ist so eine rhetorische Frage. In Ihrem Fall ist die Frage, wie wir noch sehen werden, nicht nur rhetorisch, denn Sie haben vor kurzem in deutscher Haft gewisse Probleme gehabt, gesundheitlich. Darum meine Frage als erstes, wie geht es Ihnen heute? Ja, ich bin noch nicht ganz gesund und die Gesundheit natürlich ist im Moment nicht so gut. Ja. Da muss ich dann viele Rehabilitation machen und Behandlung und das muss ich ein bisschen noch kämpfen mit diesen Sachen. Zu den Gründen dafür kommen wir gegen Ende des Interviews erst. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich mache solche Interviews gerne chronologisch, damit auch die Menschen, die das Thema vielleicht nicht kennen, und Ukraine ist ja jetzt kein Thema, das viele Deutsche gut kennen, das Thema auch verstehen können. Chronologisch würde ich sagen, fangen wir mal vor dem Maidan an. Vor dem Maidan gab es einen Präsidenten, der hieß Janukowitsch. Und heute hören wir in der Ukraine, und zwar egal ob in Russland oder im Westen, Janukowitsch, das soll eine sehr korrupte Zeit gewesen sein und Janukowitsch soll bis zu 40 Milliarden, also Janukowitsch und sein Umfeld, sollen der Ukraine bis zu 40 Milliarden Dollar auf dem Wege der Korruption unterschlagen haben. Können Sie dazu etwas sagen? Ja, okay, ich kann nicht sagen, was er gemacht hat, ich kann einfach sagen, die Ökonomie und Situation in der Ukraine war viel besser als jetzt. Ja. Für mich ist, ich kann nicht mal sagen, ja, Präsident gut oder nicht gut, wie die Leute damals gewohnt, aber ich kann einmal sagen, dann Dollar war 5 in der Janukowitsch-Zeit, jetzt ist 30, dann Strom und dann Wasser waren 5-mal, 6-mal billiger als jetzt. So. Die Zeit war eigentlich nicht schlecht. Auch die Leute, welche den Lohne gekriegt und dann auch dann für alte Leute die Rente, haben sie die Rente, was die bekommen haben, dann könnte sie auch normal leben. Ja? Die könnte auch
meine Wohnung bezahlen, Strom bezahlen, konnte noch normal leben, Essen kaufen und so und so. Jetzt, was die Leute von Lohn und der Rente bekommen, dann ist nur genug zum den Strom und Wasser in der Häuser bezahlen oder in Wohnungen bezahlen. Das war's, ja. Ja, ich habe das auf meiner Seite Antispiegel auch mehrmals thematisiert. Die Gehälter sind der Ukraine ungefähr 50% gefallen seit dem Maidan. Es waren, die Preise sind eben sehr gestiegen. Ich habe das mal geschrieben, im Winter müssen die Leute überlegen, ob sie Lebensmittel haben wollen oder heizen wollen. Also die Situation ist tatsächlich sehr viel schlimmer geworden. Gut. Ja, und circa 10 Millionen Leute auch von Ukraine weggegangen. Ich meine, ja. Nach Russland, nach Polen und dann alle diese Leute verdienen Geld im Ausland. Ja, das ist bekannt. Also schon vor dem Maidan waren ja, ich glaube, 3 Millionen Ukrainer in Russland zum Arbeiten. Und nach dem Maidan sind ja erst einmal aus dem Osten viele nach Russland gegangen, aber auch aus dem Westen eben viele nach Polen, weil es in der Ukraine einfach nicht zum Leben reichte. Es sind alles Dinge, die im Westen kaum bekannt sind. Im Westen wird gesagt, Maidan, große Freiheit und jetzt ist alles gut. Was da in dem Land passiert ist, wird im Westen kaum berichtet. Aber Sie sagen, den Leuten ging es besser als heute. Das sagen auch alle offiziellen Zahlen. Trotzdem kam es zum Maidan. Warum kam es zum Maidan? War das ein Volksaufstand gegen Korruption, gegen Oligarchen oder war das eine gelenkte Geschichte? Was können Sie über den Maidan erzählen? Ja, ich kann eigentlich sagen, der Maidan war auch von Oligarchen organisiert, ja. Die Oligarchen hat auch die ganze Maidan bezahlt, ja. Weil im Moment war viele Geschäftsleute waren nicht zufrieden mit Janukowitsch und die haben so eine neue Partei gemacht, zum Beispiel die Partei von Klitschko. Und dann so, natürlich hat der Amerikaner hat das auch viele Geld gegeben viele Geld gekommen aus amerikanischen Konsulate, die haben auch viel investiert und bezahlt in Maidan. So. Das war so eine Mixgruppe, welche wollte den einzige Amerikaner, die wollen richtig Einfluss machen, weil vorher Janukowitsch hat mit Putin einen Vertrag unterschrieben von Unterstützung. Russland hat 3 Millionen, auch Milliarden, 300 Milliarden gegeben. Und das war nicht gefallen zu den Amerikanern, ja. Und die haben versucht jetzt alles zu machen, dass dieses Macht wechseln, weil die haben Angst gehabt, dass wenn der wieder Putin hat Einfluss nimmt auf Janukowitsch, dann die werden Ukraine verlieren. So, deswegen war so alles organisiert von verschiedenen Gruppen, ja. Ja, wobei die 3 Milliarden war eine interessante Geschichte. Janukowitsch ist ja zuerst nach Brüssel geflogen, hat um Geld gebeten, hat von der EU nichts bekommen und er ist erst danach nach Moskau geflogen. Das war im Dezember 2013, glaube ich. Das fand ich sehr interessant, dass er zuerst nach Brüssel geflogen ist. Ja, natürlich. Der wollte erstmal mit der Europäischen Union den Vertrag unterschreiben, aber das war alles, was der wollte. Das war nicht so gut für Ukraine, für die ökonomische Sache für Ukraine. Deswegen hat er ein bisschen anderes überlegt und dann mit den Absprachen mit Putin, wir haben so entschieden, so in der Richtung Osten gehen, in Richtung Russland. Ja. Das hat nicht gefallen zu Amerikanern. Deswegen ist angefangen, ganze diese Sache. Erstmal Maidan, weil die Ukraine nicht dieses Vertrag mit Europa unterschrieben. Und dann war schon organisiert alle dieses getöteten Leute, was nachher die neue Geschichte gekommen. Das war gar nicht diese Leute, was wir gedacht haben, diese 100 Getöteten, was die besten als Söldner heißt das, ja. Haben Sie vielleicht auch die himmlischen 100. Ja, vielleicht für die Zuschauer kurz, sorry für die Unterbrechung, für die Zuschauer zur Erklärung, die Todesschüsse vom Maidan, die 100 Toten werden in der Ukraine heute propagandistisch, ich nehme mal dieses Wort, als die himmlischen 100, als Märtyrer heroisiert, verehrt. Das ist korrekt. Ja. Das war genau nicht dieses Leute von Hell, da waren viele Leute, war so einfach gestorben, wo die mit Autounfall gehabt und dann, die haben einfach gesammelt, diese 100 Leute. Und die Elena Lukas, die hat auch untersuchen, diese ganze Geschichte gemacht. Und das war ein großes Bericht, vielleicht haben Sie auch gehört, wo die viele Leute von diesem Himmelfeld, oder wie kann man sagen,
dann ist nicht genau teilgenommen in diesem Maidan. Ja. So. Die haben einfach, die sollte so diese Nummer haben, 100, und die wollte immer gesagt, dass die Leute gestorben. Aber die haben schon gezeigt, circa 30 Leute, der war gar nicht von dieses Maidan. Ja. Das war ein paar Mal Verbrecher. Und dann auch die Leute, welche das gestorben sind, von ganz anderen Sachen. Ja. So. Also das heißt, Sie sagen, es bei den Todesschüssen gab es gar keine 100 Tote, es waren weniger. Ja, natürlich. Das war 100, aber die haben gesammelt vielleicht Tote, aber nicht von den Maidan, von anderen Geschichten auch, ja. So. Noch bevor wir vom Maidan weitergehen, das soll nicht unser Hauptthema sein, obwohl ich allein darüber 3 Stunden sprechen könnte, weil ich das Thema sehr interessant finde. Sie sagen etwas, was in Deutschland viele wundern wird. Sie sagen, der Maidan war gar kein Volksaufstand. Sie sagen, der war organisiert und bezahlt von den Oligarchen und von den Amerikanern. Ich habe dazu sehr viel recherchiert. Und ich war Zeuge, ja. Ich war Zeuge von ganz dieser Sache, ja. Weil der Klitschko, der war mein bester Freund damals, der haben auch finanziert. Und wir haben diese Situation gesehen. Ich wusste da genau alles, was da passiert. Ja. Das würde ich gerne mal im Detail besprechen. Es führt jetzt zu weit. Also was ich nur sagen wollte, ist, ich weiß zum Beispiel, die ganzen Fernsehbilder, die im Westen gekommen sind über die brutale ukrainische Polizei, die kamen ja von den Internetsendern Espresso und Hramadskoje. Und die sind, das zeigen deren Jahresberichte, die haben ihre Kosten komplett erstattet gekriegt von der US-Botschaft, von der niederländischen Botschaft und von Soros, zu je 1/3. Also das heißt, die ganze mediale Infrastruktur wurde auf jeden Fall von den Amerikanern von Soros gelegt. Und Sie sagen jetzt, intern haben das die Oligarchen haben den Maidan vor Ort finanziert. Okay. Ist interessant. Die Details würden mich mal interessieren. Vielleicht ein andermal, aber habe ich das richtig verstanden? Ja, genau so. Das war genau so. Und dann kann ich das beweisen jetzt 100%. Das war alles finanziert von amerikanischen Konsulate. Und das war von verschiedenen Oligarchengruppen finanziert. Das war die Svoboda-Partei. Ja, dahinter war dieses Geschäftsmann Krivetsky, Igor Krivetsky. So, dann war diese Klitschko-Partei, war finanziert von Firtasch. So, der Poroschenko hat eigene Idee gehabt schon am Anfang. So, dann der hat schon am Anfang, der wollte schon Präsident selber sein. Und er hat auch zusammen mit Jazenjuk erstmal gemacht. Und er war finanziert von Amerikanern, ja, von amerikanischen Konsulaten. Aber hinter Jazenjuk, der hat auch unterstützt diese Sache. Das war dieses Martinenko. Der ist jetzt einen Fall gekriegt in Schweiz. Ja, und die haben Poroschenko, dann versucht ihn auch festzunehmen und einfach in den Knast lassen, weil der hat immer den Jazenjuk gesehen wie ein Gegner. Und das Martinenko war eine Person, welche diese Parteien jetzt finanziert. Deswegen, das ist so, warum hat er diese Probleme Martinenko gekriegt. Ja? Auch ganz interessant, Klitschko wurde ja unterstützt, also man konnte ja sehen, zum Beispiel Jazenjuk hatte die Unterstützung der Amerikaner. Klitschko war ja sehr stark mit der Konrad-Adenauer-Stiftung, mit der CDU verbunden. Der wurde ja von denen sehr stark unterstützt, aus Deutschland. Also nicht finanziell, ja, vielleicht so Medien oder so. Ja, auch organisatorisch. Also politisch, organisatorisch, viele Kurse. Okay, gut. Also das war der Maidan. Was war Ihre Rolle beim Maidan? Wo waren Sie eigentlich? Was war Ihre Rolle dabei? Mit wem haben Sie da gearbeitet? Sie sagen, Sie haben das alles vor Ort gesehen, waren ein Freund von Klitschko. Ja, weil ich war damals mit dem Klitschko gut befreundet und ich habe ihn unterstützt. Ja. Ich habe ihn unterstützt und dann wir haben alle gedacht, dass Klitschko wird nächster Präsident sein, ja. Und das war so geplant, ja. Aber dann, der war eigentlich verkäuflich gewesen. Und dann diese Absprache mit Poroschenko zwischen Firtasch und Poroschenko, der ist so abgemacht, ein Deal, dass er nicht zum Präsident geht. Ich weiß nicht, was hat er da gekriegt. Ich glaube, ca. 100 oder 150 Millionen. Wer hat die bekommen? Klitschko, dass er absagt sein Präsidentwahl. Und dann hat er mit Poroschenko besprochen, dass Poroschenko bleibt Präsident und dann, wenn der Klitschko geht zum Bürgermeister. Ja. Das war so abgemacht, das war so bezahlt auch. Ja. Sie sagen, dass so nebenbei, also
Sie sagen das so nebenbei, sorry, ich muss kurz unterbrechen. Für einen deutschen Zuschauer ist das gerade, also selbst für mich, ich kenne die Länder seit 20, 30 Jahren. Sie sagen das so nebenbei. Klitschko hat 100 Millionen gekriegt und dann ist er zurückgegangen. Also hat er Poroschenko vorgelassen. Können Sie mal so in 2 Worten für naive Deutsche erzählen, wie läuft sowas ab? Die haben, der Fürtasch war schon damals dann in Wien gewohnt, ja, wegen seiner diese Probleme mit dem Kampf. Die haben damals einen Termin gemacht oder ein Meeting zwischen Poroschenko, Fürtasch, Lowotkin und Klitschko. Und dann Poroschenko wollte der Präsident sein und dann hat er mit dem Fürtasch abgemacht, weil der Fürtasch war hinter Klitschko, dass er bezahlt ihm, das Fürtasch soll Klitschko bezahlen, diese Summe, 100 Millionen. Und dann Klitschko muss nicht zum Präsidentwahl gehen. Und da hat Poroschenko ihm versprochen, dass er geht zum Bürgermeisterwahl und er unterstützt ihn und er wird nächster Bürgermeister. Ja? Und das war so ein Deal gemacht damals in Wien. Ja? Haben Sie vielleicht gehört von diesem Deal, wo die sich zusammen getroffen haben. Diese Geschichte hat auch nachher Fürtasch benutzt in seinem Gericht in Wien wegen Auslieferung nach Amerika. Ja? Und dann sollte Poroschenko dann zu Gericht kommen und Klitschko auch. Ja? So. Das war, das war ein Deal, das war ein Meeting, wo der Poroschenko Präsident gewesen 2014. 26. Mai. Also ich weiß nur, dass Klitschko plötzlich Poroschenko unterstützt hat und nicht mehr Präsident werden wollte und alle waren ganz überrascht. Das ist das, was ich damals mitbekommen habe. Okay, außerdem gab es noch die Amerikaner, das berühmte Telefonat von Frau Nuland, wo sie dann sagte, fuck the EU, wo es eben darum ging, dass die EU gerne Klitschko haben wollte als Präsidenten und die Amerikaner, oder erstmal als Premierminister, und die Amerikaner wollten Jazenjuk, und da hat sie ja gesagt, ne, scheiß auf die EU, fuck the EU, wir machen, was wir wollen. Okay, wir wollen nicht zu lange beim Maidan bleiben. Das heißt, Maidan er war finanziert, er hat funktioniert, die Menschen wurden benutzt, ihm wurde gesagt, es geht gegen Korruption, in Wahrheit war es im Grunde ein Putsch. Und nun ist der Maidan vorbei, ein neuer Präsident soll gewählt werden. Sie sagen, hinter den Kulissen wurde auch mit Geld schon geklärt, wer wird Präsident. Und es wurde Präsident Poroschenko. Er wurde am 26. Mai 14 gewählt. Ja. Jetzt waren Sie danach sehr eng bei Poroschenko. Wie kam das und was haben Sie für eine Rolle bei Poroschenko gespielt? Ja, ich war mit Poroschenko zusammen im Parlament. Ja. Ich habe ihn von da schon kennengelernt. Und er hat mir eigentlich schon gefragt, Finanzierung wegen Präsidentwahl. Und habe ich finanziert schon. Das war schon vorher Präsident, weil ja, habe ich schon sehr lange bezahlt. Ja. Wer hat das bezahlt? Das habe ich gerade nicht gehört. Wer hat was bezahlt? Ich habe seine Wahlen schon bezahlt, teilweise, ja. Okay. Der Poroschenko, der wollte kein eigenes Geld investieren in seine Wahlen. Deswegen hat er immer die Geschäftsleute gesucht, mit denen er gute Kontakte gehabt, dass er immer weiter finanzieren konnte. Ja? Weil der Poroschenko selber, der ist so ein, wie kann man sagen, der russische, diese Jazenjuk. Geizig auf Deutsch. Geizig. Ja, geizig, ja, genau. Der will kein Geld bezahlen. Ja? Das ist sein größtes Problem. Ja? So, deswegen hat er immer versucht, wer bezahlt. Seine Wahlen hat ca. 80 Millionen gekostet. Der hat immer die Leute gesagt, wer der für ihn investieren könnte. Ja? So ein von den Leuten, das war ich. Ja? So, dann war Loschkin, der hat auch investiert. Nachher der war ein Chef vom Kanzleramt von Poroschenko. Präsidialamt heißt das, glaube ich. Präsidialamt. Ja. Präsidentamt, ja, oder so. Ich meine, in der deutschen Weg, da ist wie in Deutschland Kanzleramt. Ich meine, ja. Und dann hat auch dieses Juri Kasyuk auch investiert. Dieses Firma Nascha, da ist Kasyuk auch ein von Oligarchen. So. Und er hat so 3, 4 Leute gesammelt, dass er wollte keinen von den großen Oligarchen Geld kriegen. Der hat immer so gesucht, die Leute, was dann nicht so hoch in Geschäfte stehen und dann nicht, dass er nicht so abhängig in die Zukunft wird von diesen Leuten. So. Okay.
Das heißt, er muss ja auch was versprochen haben. Ich meine, wenn Sie sagen, Sie waren ein Geschäftsmann und haben Millionen für den Wahlkampf bezahlt, dann muss Ihnen ja jemand, muss Poroschenko versprochen haben, dass man was zurückbekommt. Das macht mir ja nicht aus Spaß, dass man als Geschäftsmann Millionen irgendwo hingeht. Ja, das hat er gemacht. Dieses Versuch hat er nachher einen Titel gekriegt, Vizechef von Präsidentamt. Ja, ich habe bekommen einen Ministertitel von meinen Leuten, der war Jazenjuk, der war Minister von Ökologie und Naturalressourcen. Also Umweltminister auf Deutsch, Umweltminister. Ja. So. Und Loschkin, wie gesagt, der war der Chef von Präsidentamt. So. Okay, das heißt, Ihre Aufgabe, als Poroschenko dann Präsident war, ich habe mal gelesen, Sie waren sowas wie die rechte Hand von Poroschenko. Sie haben dann sehr eng zusammengearbeitet. Was war Ihre Aufgabe danach? Ja, erstmal für Präsidentwahlen und dann ganz wichtig waren für den Parlamentwahlen, weil das Präsidentwahlen, das war nicht richtige Gewinn von Poroschenko, weil damals war Jazenjuk Premierminister, ja, oder so. Und ganz Macht war in seinen Händen, ja, weil der hat eigene Regierung gehabt, eigene Innenminister, so, und dann Poroschenko, der hat keine Leute, der hat nur Titel Präsident gehabt, aber keine richtige Macht, ja. Das muss man vielleicht kurz, Entschuldigung, eine Sekunde, das möchte ich vielleicht kurz für deutsche Zuschauer erklären. In der Ukraine ist der Präsident nicht so mächtig wie in Russland oder auch in den USA. Die Ukraine, da hat das Parlament laut Verfassung viel Macht. Das haben wir zum Beispiel auch bei dem Machtwechsel gesehen, als Poroschenko abgewählt wurde und Zelensky gekommen ist. Da konnte Zelensky auch erst anfangen, irgendwas zu tun, als er das Parlament aufgelöst und Neuwahlen gemacht hat, weil der Präsident ohne das Parlament und die Regierung nicht viel machen kann. Das habe ich richtig verstanden, das war auch bei Poroschenko damals so, er war Präsident, aber erst danach wurde das Parlament gewählt und da hatte Jazenjuk die Macht und damit Poroschenko arbeiten konnte, musste er erst einmal ein neues Parlament haben. Das ist, ja, so war die Lage. Neues Regieren. Erstmal in 2013, direkt nach der Revolution, der Jazenjuk ist Premierminister geworden, direkt, ja. Und da hat er eigene Regierung gemacht und er hat ganze Macht in seine Hände gehabt. Und der Poroschenko war schon später, ja, so. Ja. Im Mai 2014, wie wir schon einmal gesagt haben, so Präsidenttitel geworden, gekriegt. So. Das bedeutet, das einzige Ziel, das war erstmal Parlamentwahlen, die war im Herbst 2014. Der sollte erstmal den Koalition machen. Ja. Der soll erstmal Koalition machen, ja. Dass er eigene Regierung machen konnte und dann auch eigene Leute in der verschiedenen Ministerien einführen oder so. So, okay, dann haben wir auch finanziert seine Parlamentwahlen, der hat auch gewonnen, der hat, die Partei hat nicht so viele Stimmen gekriegt, aber der hat so gemacht, das war auch ukrainische Parlament, ist das halbe, 50% Partei, 50%, das ist so ein eigenes Mandat, ja. Zum Beispiel wie geworden. Das, auch wieder kurz zu Deutsch zur Erklärung. In der Ukraine wird das Parlament zu 50% über Parteilisten gewählt und 50% über Direktkandidaten, die nichts mit Parteilisten zu tun haben. Ein großer Unterschied zu Deutschland. Der Direktkandidat kann von einer Partei sein, muss aber nicht. Das heißt, im ukrainischen Parlament ist es immer schwer, nach einer Wahl direkt zu sehen, wer hat gewonnen, weil man muss erst mal sehen, die ganzen was sind das, 200 unabhängigen Kandidaten, wozu gehören die eigentlich politisch? Darum ist es nach der Wahl erstmal schwer einzuschätzen, was in der Ukraine passiert ist. Ja. Und dann hat Poroschenko so gesehen, der hat nicht genug Stimme im Parlament hat, ja. Und da hat er mir Aufgabe gegeben, eine Gruppe sammeln von verschiedenen Abgeordneten, weil er konnte nicht eine eigene Partei haben, weil der war früher die Leute aus Ex-Regierung zum Beispiel, weil ich war von Parteiregion, da waren viele von verschiedenen Leuten, welche mit dem Janukowitsch in der Regierung gewesen. Und wir haben diese Leute zusammengesammelt und eigene Partei gemacht. Die Partei hat genannt Воля народа. Ja, so. Also Wille des Volkes. Ja, und diese Partei sollte auch Poroschenko unterstützen in der
eigene Gesetze unterstützen. Ja, so, aber nicht zusammen mit seiner Partei BPP, wie ist das, Block Petr Poroschenko. Aber wir müssen so das getrennt machen, aber muss er immer zusammen mit ihm, was Poroschenko wollte, dann unterstützen. So war seine Idee. Ja. Das hat so zwei verschiedene Parteien im Parlament geworden, dass die Poroschenko immer unterstützt. Die waren nicht in Koalition, aber mit dem Deal mit Poroschenko, wir haben immer unterstützt. Ja. Also so auf dem Papier haben sich andere unabhängige Kandidaten Poroschenko immer angeschlossen, aber war eben nicht offiziell. Okay, also das heißt, Poroschenko hatte dann Präsidentenamt und auch die Macht im Parlament. Jazenjuk war dann ja später auch schnell weg, da brauchen wir jetzt noch nicht drauf zu kommen. Jetzt kommen wir zu der interessanten Frage. Ja, oder? Dann Poroschenko angefangen mit Kämpfen mit Jazenjuk, ja. Der hat auch benutzt, zum Beispiel den Timoschenko, denn diese Partei Svoboda, dass die gegen Jazenjuk viel gesprochen, im Fernsehen, auch in verschiedenen Sendern, dass Jazenjuk ist korrupt und so und so und so. Der hat alles organisiert, wie kann man sagen, so Anti-Campaign Jazenjuk, ja. Und nachher war er in Amerika und er sagt, ja, alle Leute hassen Jazenjuk ist zu korrupt, ich muss eigene Premierminister in der Region haben. Das war sein Ziel. So, er sollte eigene Premierminister haben, er sollte eigene Chef von SBU, also Geheimdienst, haben, was er schon direkt dann Generalstaatsanwalt. Und dann, wenn er die ganze Sache in seinen Händen hat, dann bedeutet es Vollmacht. Ja. So. Ja. Das wollen wir gleich im Detail noch aufbauen, wer da wen und warum. Vielleicht kurze Frage. Ich habe mal gelesen, Jazenjuk hätte mal eine große Party gemacht, als er seine erste Milliarde verdient hat. War der Mann wirklich so korrupt oder ist das Poroschenko-Propaganda? Nein, der war richtig so korrupt. Ja. Der hat viele Sachen abgegeben, zum Beispiel mit Achmetow. Der hat ihm den Mehrwertsteuer das war in Ukraine ist das größte Problem mit Mehrwertsteuer bekommen. Ja. Das war jetzt so seine größte Geschäfte. Ja. Der hat einzige meisten Mehrwertsteuer zu Achmetow gegeben. Und Achmetow war sein guter Freund. Ja. Und davon hat Achmetow immer bezahlt. Und so hat er schnelles Geld verdient. Ja. So. Da war alle Krise, nur Achmetow hat alle seine Werke, alle seine Geschäfte zurück Mehrwertsteuer bekommen. Nur Achmetow. Das heißt, die ganze Wirtschaft bekommt die Mehrwertsteuererstattung nicht, Mehrwertsteuererstattung, nur der Oligarch Achmetow bekommt sie. Genau. Ja, genau. So und hat er geteilt dieses Geld mit den Jazenjuk. Deshalb hat er so schnell reich geworden. Ja. Und er hat richtig diese Party gemacht. Ja. Ah, das ist kein Gerücht, es gab die Party wirklich. Der hat wirklich seine Milliarde. Genau, ja. Okay, ja, das hört man in der deutschen Tagesschau auch nicht so oft. Okay, nun kommen wir mal zu dem Einfluss der Amerikaner. Schon direkt nach dem Maidan wurde ja Joe Biden letztendlich, also der damalige Vizepräsident unter Obama, Joe Biden, heute Präsidentschaftskandidat in den USA, der wurde ja seinerzeit praktisch verantwortlich für die Ukraine. Der war viel in Kiew, der hat die Ukraine sehr eng geleitet. Und sein Sohn Hunter Biden, der kam schon, bevor Poroschenko Präsident war, wurde er schon zu der Firma Burisma in den Aufsichtsrat geschickt. Burisma, kurz für die Zuhörer zur Erklärung, ist ein Gasunternehmen, das dem Oligarchen Sochewski gehört. Sochewski hat unter Janukowitsch, dem vormaligen Präsidenten, sich selber die besten Fracking-Schiefergasvorkommen in seine Burisma-Firma gegeben und noch andere Sachen gemacht. Und das gab Ermittlungen wegen Geldwäsche, Korruption und so weiter. So, und in diese Firma wurde nach dem Maidan der Sohn von Joe Biden, Hunter Biden, geschickt, der Stiefsohn von John Kerry war da drin, der ehemalige polnische Präsident Kwasniewski, die haben da alle Posten bekommen und das offizielle Gehalt war $50.000. Haben Sie davon was mitbekommen? Können Sie dazu was erzählen, wie diese Leute dort ernannt wurden und warum? Ja, der Poroschenko am Anfang, wenn er Präsident geworden, der wollte keine einzige Geschäfte machen. Ich meine, in der normales rechtliche, mit rechtlich legal Geld verdienen. Ja. So, der hat ganz anderes gemacht. Der hat alles erstmal
alle die Firmen blockiert, die großen Firmen, zum Beispiel den Achmetov, der war nach der Hause, da war ja dieses Gasfirma, dann Zluchevsky. Der hat direkt die Kriminalfälle gegen diese Firma gemacht. Ja, ich meine, wie gemacht? Er hat einfach so zu Generalstaatsanwalt, damals war noch Jarema, das war auch sein Generalstaatsanwalt, Aufgabe gegeben, zu diese Fälle machen. So. Also für Deutsche zum Verstehen. Das heißt, Poroschenko sagt, da ist ein Konkurrent oder eine Firma, die ich haben möchte. Lieber Generalstaatsanwalt, mach mal ein Ermittlungsverfahren und mach dem Probleme. Genau, ja. Okay. Und dann wollte Poroschenko, dass ich nachher gehe zum Achmetov, Zlochevsky und handeln mit ihm. Da kann er so sagen, da musst du mit diesen Leuten reden, die müssen dann Geld geben und dann machen wir diese Probleme fertig. Ja. Dann also das heißt, Aufgaben Schutzgeld. Ihr bezahlt Geld, dann genau. hört der Staatsanwalt auf. Genau. Okay. Ja, deswegen haben wir das war mein erster, wie kann man sagen, Aufgabe? Nee, Streik mit Poroschenko. Da habe ich ihm gesagt, ja, ich will nicht das machen, weil diese Leute, die sind immer in Politik und immer bleiben ja in Geschäften und dann so schnell zum Beispiel einmal Streik mit diesen Leuten machen und dann ganz Leben Feinde finden. Da wollte ich nicht. Ja? So, habe ich auch so gesagt. Davon hat er mir gesagt, ja, wenn du das nicht machst, dann finde ich jemand anderes. Ja? Das war mein erster Streik mit ihm. Ja? Okay, ich habe mit dem Achmetov gesprochen, ich habe mit dem Zlochevsky gesprochen. Achmetov hat Poroschenko 130 Millionen damals geboten, zu diesem Problem reden. Ja? Poroschenko wollte 200. Ja? So. Und genauso habe ich auch mit dem Zlochevsky geredet. Da gibt es auch ein aufgenommenes Gespräch, haben Sie gehört oder nein? Zwischen mir und Poroschenko, wo wir zusammen gesprochen haben. Nein, das Gespräch kenne ich nicht. Ist das veröffentlicht? Ja, ich habe damals im Fernsehen gegeben, 2018. Kann ich euch schicken, da können Sie auch mithören. Okay. Ja. Das kenne ich nicht. Da habe ich Zlochevsky getroffen in Dubai und hat Poroschenko geboten, ca. 50 Millionen Geld, um auch zu diesen Problemen reden. Ja. So, und Zlochevsky dann am Anfang genommen zu dem Board, zu der Firma Biden und Kwasniewski. Der hat gedacht, ja okay, ich weiß nicht, wie der mit Poroschenko klappt oder nicht klappt, aber nehme ich diese Leute, dann mache ich eine Löhne und Rückversicherung. Wenn Poroschenko ärgert, habe ich internationale Freunde. Okay. Ja, da hat er mir auch gesagt in diesem Gespräch, dass er diese Leute in seinem Board hat und die werden immer schützen. Deswegen der Poroschenko muss nicht so scharf gegen ihn gehen oder so. Am Anfang hat Zlochevsky immer bezahlt 1 Million pro Monat zu Poroschenko, aber in Gas, ja. Der hat Gas geliefert zum alle Werke, was Poroschenko gehabt, eigene Werke, ja. Und da hat Poroschenko gar nicht bezahlt. Das war so eine Summe für 1 Million, ja. Also das heißt, Zlochevsky liefert Poroschenko umsonst Gas für 1 Million und das war Schutzgeld. Muss man so sagen. Jeden Monat. Aber dann Zlochevsky wollte nicht das machen. Deswegen hat er mir gefragt, mit Poroschenko reden, eine Summe, so ca. 50 Millionen, dass er Schluss von ganz Fall macht. Ja. Okay. So, dann waren also, haben Sie Hunter Biden und Joe Biden kennengelernt in der Zeit mal selbst? Ja, natürlich, ja. Ich war ich habe gesehen, den Geburtstag Zlochevsky in Rom 2016 und ein Jahr vorher habe ich auch gesehen, das war eine Energiekonferenz in Monaco, da waren sie auch beide hier. Ja. Da war Hunter Biden da, ne? Hunter Biden. Ja. Hunter Biden, man hört das in Amerika, frage ich Sie mal, stimmt das? Der soll damals Probleme gehabt haben mit Drogen und Alkohol. Hintergrund, sein Bruder war an Krebs gestorben und das hat Hunter wohl nicht gut verkraftet. Und der soll, haben amerikanische Medien berichtet, damals sehr viel Droge und Alkohol genommen haben. Haben Sie davon was mitbekommen oder war der bei Ihren Treffen normal? Ja, bei mir im Treffen war ganz normal. Ich habe das nie gesehen, aber ich weiß sicher, dass er mehreres Geld gekriegt hat als $50.000 pro Monat. Ja?
Ja, da kommen wir noch hin. Da kommen wir noch hin. Gut, also das heißt, Sie sagen auch, ich muss das wie gesagt ein bisschen chronologisch aufbauen. Also Maidan war, Poroschenko ist da, Zlochevsky versichert sich, macht eine Rückversicherung, holt sich Biden in seine Firma, damit Zlochevsky untouchable wird. Es heißt auch, Soros hätte seine Hände mit im Spiel gehabt und seine Leute in die Ukraine platziert. Können Sie dazu was sagen? Es war ja parallel. Biden und Soros, die sollen ja anscheinend zusammen in der Ukraine ihre Leute platziert haben. Ja, genau, ja, weil Soros eigentlich finanziert alle diese Leute, was in die ukrainische Regierung gekommen. Und dann Biden war eigentlich zusammen mit Soros. Ja. Da war ein Team von Demokraten. Ja. Und die haben viele Leute so vorbereitet für Parlament. Die haben auch zu Poroschenko diese Leute gegeben. Das zum Beispiel diese Leute wie Leschenko, Mustafa Najem. Da sind alle gekommen mit der Aufgabe von Soros und Biden. Ja. Da auch viele Leute gekommen aus Georgien, wie zum Beispiel die Saakashvili, dann die Vize-Innenministerin, die Frau, und dann noch ein paar Leute. Es waren ja viele Ausländer damals. Es war eine Amerikanerin Finanzminister. Da war doch aus Lettland, der den Aufsichtsrat, hier über das Sowjete Direktorov, das Aufsichtsratgesetz gemacht hat, war aus dem Baltikum oder was? Genau. Das war Innenminister von Gesundheitsminister, der war auch aus Georgien. Dann da war dieser Abramowitsch aus Litauen, ja genau. Eigentlich, die haben alle die fremdische Pässe gehabt und das nicht erlaubt mit dem ukrainischen Gesetz, aber die haben trotzdem gemacht. Ja, Poroschenko hat ja Saakashvili dann und ich glaube auch anderen erstmal die Staatsbürgerschaft gegeben, damit sie Minister und Gouverneur werden können. Also ist ja eigentlich auch etwas merkwürdig, dass die Ukraine unter Poroschenko, die gesagt hat, wir sind jetzt die freie, stolze, nationale Ukraine, sich ganz offiziell und Ausländer in die Regierung geholt hat. Das war ja auch eine sehr merkwürdige Situation. Gut, jetzt habe ich gehört, wie gesagt, Janukowitsch soll viel Geld unterschlagen haben. Das Geld soll nach dem Maidan, das soll Janukowitsch nicht mehr haben, das soll nach dem Maidan neu verteilt worden sein. Können Sie dazu was erzählen? Genau. Ja, dieses Geld war verteilt. Ja, das hat erstmal zur Poroschenko Bank, zur eigenen Bank zu Poroschenko gegangen. Und dann, die haben alles versucht, dieses Geld nachher zu klauen. Und dann haben sie extra ein Gesetz gemacht, dass die können den alles, zum Beispiel ohne Gericht, die können alles klagen und alles, wie kann man sagen, wegnehmen. Und vorher Gerichte, ja. So, das war ein riesengroßes Geschäft, das Poroschenko gemacht. Und die könnte das alles Geld von den Banken erstmal abholen und dann in eigene Richtung dieses Geld weiter investieren. So. Moment, den Teil habe ich noch nicht ganz verstanden. Also Janukowitsch klaut Geld, das ist aber noch in der Ukraine. Dann ist Maidan, Janukowitsch muss aus dem Land weg, das Geld ist noch da. Ja. Was war das Geld? War das Bargeld? Waren das Firmenanteile? Was war das? Nee, das war, viele Sachen waren auf dem Konto, ja. Vieles Geld war auf dem Konto. Dann Poroschenko macht ein Gesetz, dass die Justiz kann alles, was die denken, nur vermuten. Wenn die vermuten, dass etwas nicht richtig oder so, die können alles schon Konfiskation machen. Also konfiszieren, ja. Ja, und dann es gibt eine Firma, das alles gehört zu dieser Firma und diese Firma kann nachher verkaufen von Auktion, ja. Zum Beispiel, die kann Firmen konfiszieren, die kann Geld konfiszieren, die kann Gebäude konfiszieren. Alles, was die nur vermuten, dass etwas nicht klar mit solchen Sachen. Also ich vermute, das Geld ist illegal, dann kann ich es konfiszieren, packe es in eine Firma und die wird auf einer Auktion verkauft und die Auktion ist natürlich manipuliert. Ja, schon manipuliert bekommen die Firmen von Poroschenko. Das haben sie auch zum Beispiel mit meinem Büro gemacht. Ja. Die vermuten, dass ich so einen Fall habe. Zum Beispiel mein Büro kostet ca. 1000 Meter in den Hauptstraße, konfiszieren und dann in Auktion verkaufen 200.000 für eigene Firma. So. Das haben sie so alles mit den vielen Sachen gemacht. Da haben sie ein Riesengeschäft organisiert und es war auch viel Geld mit diesen Sachen verdient. Ja. Das war so
eine Schema von Poroschenko. Ja. Hier war eben die Verbindung schlecht. Ihr Büro hat was gekostet und für wie viel ist das dann weggegangen? Ja, mein Büro hat 5 Millionen gekostet. Ja. Ja. So ein Markt, 1000 Quadratmeter der Hauptstraße von Kiew. Und die haben konfisziert und dann haben Auktion und dann eigene Firma von Poroschenko oder so gekauft für 200.000. Das ist ein Riesenunterschied. Das, ja, 200.000, 5 Millionen. Firma heißt Arma. So, ja. Diese Firma war so wie eine Firma von Finanzamt oder so haben sie gemacht. Und wenn diese Firma eigentlich ist die ganze diese Sache, was Poroschenko gefallen, die hat konfisziert und nachher hat alles Poroschenko gekriegt. Ja. Nicht direkt, aber so hat er dann gegründet, viele verschiedene Firmen aufgetragen auf verschiedene Leute. Und dann hat er, also das zum Beispiel auch mit dieses Sender Premoi, ja, das war auch Sender von Janukowitsch. Und nachher hat auch Poroschenko bekommen, da hat er jetzt einen Fall, wo mit diesem Kanal Premoi, ja, so, wo das Geld also haben sie Andrei Portnov. Für Deutsche zur Information, Premoi ist ein Fernsehkanal, ne? Ein Fernsehsender. Fernsehkanal, ja, Fernsehsender, genau, ja. So ist Geschichte. Ja. Das ist ja wirklich reine Selbstbedienung. Wie haben jetzt Soros und Biden bei der Sache mitverdient? Bisher sehe ich so die Geschichten, Poroschenko kann in der Ukraine machen, was er will. Wenn ihm einer nicht gefällt, schickt er einen Staatsanwalt hin. Wenn er einen Verdacht hat, beschlagnahmt er das Eigentum. Wie haben jetzt Soros und Biden profitiert? Okay, die haben meistens in Naftgas-Geschäfte verdient, ja. Naftgas ist der staatliche ukrainische Gasversorger. Genau, ja, das ist wie Gazprom in Russland, ja. So. Da hat Soros und Biden eigene, wie kann man sagen, Geschäftsführer eingeführt. Das war Andrei Kobolev, der war Chef von so. Und er sollte machen alles, was Soros und Biden sagt, ja. Da wollte ihm Poroschenko immer wechseln, aber da haben sie vielleicht auch gehört in diesem Gespräch, zwischen Biden und Poroschenko, da hat er gesagt, dieses Mann gehört zu meinem Team, da musst du nicht wechseln, da musst du nichts machen. Ja? Und deswegen Poroschenko konnte nicht machen, der konnte nicht reinkommen zu Naftgas, weil meistens Geld in der Ukraine ist natürlich, das ist Öl und Gas. Ja? Also das heißt, zur Erklärung für die Zuschauer, in der Ukraine wurden seit Mai Telefonate veröffentlicht, abgehörte Telefonate von Biden und Poroschenko aus der Zeit. Genau, ja. Und in einem dieser Telefonate, ich habe es gehört, kann auch jeder, der Englisch versteht, kann es auch hören, können wir auch verlinken. In einem dieser Telefonate hat eben Poroschenko sich über den Kobolev beschwert und Biden hat gesagt, nein, das ist mein Freund, den fasst du nicht an. Das heißt, Poroschenko durfte die kleinen Oligarchen in der Ukraine anfassen und Biden und Soros haben sich das große Geld Naftgas begriffen. Genau, ja. Okay. Ja. Am meisten Geld in der Ukraine, das ist, wie gesagt, Öl und Gas. Ja. Und da hat Biden eine Person zu ihm geschickt, einen von seinem Team, einen Amerikaner. Dort eine Privatfirma gegründet und die haben Gas zur Ukraine verkauft. Aber das war so ein Schema, wo die Gas aus Russland durch Ukraine gekommen und die haben eigentlich nur in Papiere gemacht, das Gas geht weiter, zum Beispiel nach Slowakei oder so, und dann kommt zurück, da heißt es Reverse Flow Gas, ja. So. Und die haben das nur Papiere gemacht und das war genau so, das Gas in Russland durch Ukraine gekommen und da war nicht über Grenze gefahren. Da war so alles so in Ukraine geblieben und die haben nur Papiere gewechselt und dann zwischen 50 und 100 Euro Provision gemacht auf jede 1000 Kubikmeter. Das bedeutet, wenn wir jetzt kalkulieren, mit was haben sie gemacht, das war 1,5 Milliarden Dollar was verdient. So. Und das war also eine Firma, also jetzt, wie gesagt, das ist so verrückt, also ich musste das ja auch erstmal verstehen. Also für die Zuschauer, das heißt, die Ukraine hat damals eine Politik gemacht, Poroschenko, wir sind antirussisch, wir kaufen kein russisches Gas mehr, wir kaufen jetzt europäisches Gas. Genau, so. Ja. Und dann haben sie das Gas, das aus der Ukraine, also aus Russland durch die Ukraine nach Europa geleitet wurde. Ne? Genau. Da gibt es ja diesen berühmten Gastransit. Ja. Da haben sie einfach einen Teil von dem Gas umgedreht, das nennt sich Reverse.
und haben es in der Ukraine belassen. Aber auf dem Papier kam das Gas aus Europa. Genau, aber das war genau russische Gas. Ja. Der hat nicht nach Europa geleitet, das war nur in Ukraine geblieben. Das war nur auf Papier, das ist weitergegangen und dann zurückgekommen. So. Und da haben die dann 50 bis 100 Euro auf den Kubikmeter aufgeschlagen und Sie sagen, das ist auf 1000 Kubik. Ja, auf 1000. Auf 1000. Ja. Und Sie sagen, das sind 1,5 Milliarden. In welchem Zeitraum ist das? Summiert sich das? Ja, das war circa in 2 Jahren, ja, so. Also 2014 bis 2016. Genau, ja. So. Allein in der Zeit haben, und diese Firmen, die Firmen, die dieses Reverse, das Gasumdrehen gemacht haben, die waren von Biden, von Soros, von Biden zusammen? Wie war das? Ja, von beiden, ja, meistens von beiden. Das war dieses Mensch, der hat auch seinen Namen gesagt, dass wir in diesem Gespräch. Und der war so immer hinter diesen Firma, ja. So. Ich kann nachher seinen Namen sagen, ja. Okay, also das heißt schön. Das heißt also, das Geld, so hat also Herr Biden 1,5 Milliarden in 2 Jahren verdient. Nicht schlecht. Also bisher dachten wir immer, es geht um 50.000 für seinen Sohn pro Monat und vielleicht noch 16 Millionen von Burisma, die ja auch im Gespräch sind. Aber 1,5 Milliarden ist eine schöne Zahl. Ja. Okay, und Soros, wo hat der sein Geld verdient, wenn das Bidens Geschäft war? Für Soros, der Hauptgeschäfte wollte mit Ukragas Dobrycha, das ist auch eine Stadtfirma, welche produziert ganz Gas. Der Soros, der wollte dann diese Firma zum Privatisation machen und dann kaufen. Deswegen hat er Aufgabe Kobolev gegeben. Zu alle Firmen, was die Verträge mit den Ukragas Dobrycha hat, die mussten sie alle weg. Und deswegen der Kobolev hat mich eingeladen und dann hat er gesagt, ja, Soros will deine Firma kaufen und du musst weg. Und da habe ich gesagt, was bietet er? Ja, hat er gesagt, ungefähr 3 Millionen, ja, bietet die für die Firma. Und die Firma, welche ca. 200 Millionen investiert, die bietet mit 3 Millionen. Moment, Sie haben mit Ihrer Firma 200 Millionen investiert und Soros kommt und sagt, gib sie mir für 3. Ja, genau. So. Und dann habe ich gesagt, ja, seid ihr bescheuert oder was? Ja. Und sonst hat er gesagt, sonst kriegst du Probleme und dann wir wollen dann keine dieses andere Firma haben, wir wollen dieses Stadtfirma Ukragas Dobrycha privatisieren und dann Soros sollte kaufen. Da habe ich nie geglaubt und da haben sie richtig einen Fall gegen mich gemacht, wegen meiner Firma. Nicht wegen mir. Eigentlich alle Firmen, was den Zusammengeschäfte mit dieser Ukragas Dobrycha gemacht, nachher die haben alle kriminellen Fall gekriegt und die haben alle weggeschmissen von den Ukragas Dobrycha. Das war seine Aufgabe zu Kobolev und er hat geholfen, diese NABU, ja, dieses neue Antikorruptionsbüro, welche war unter Kontrolle von den amerikanischen Konsulat. Das machen wir gleich. Also jetzt nochmal wieder, wie gesagt, für Deutsche ist das schwer, die ganzen Namen und so weiter. Also Kobolev ist der Chef von Naftogas, dem Gasversorger. Ja. So, auf Naftogas hat Biden seine Finger über den Gasreverse. Dann gibt es Ukragas Dobrycha, sagen Sie. Das ist eine Firma, die fördert Gas. Das ist auch eine Staatsfirma, die fördert ukrainisches Gas. Das ist Schiefergas, ne? Fracking. Ja. So, und die Firma wollte Soros haben. Ja. So, und als die Leute nicht verkaufen wollten, weil Soros viel zu wenig Geld geboten hat, kam Poroschenko, hat den Staatsanwalt hingeschickt und hat gegen alle Fälle eröffnet, die nicht gehört haben auf ihn. Genau, ja. Habe ich richtig verstanden? Genau, ja. So. Und das hatten diese NABU geholfen. NABU hat die kriminelle Fälle gemacht. So. Und dann NABU, kurz zur Erklärung, das kennt in Deutschland auch keiner. Entschuldigung, ich muss immer wieder unterbrechen, damit die deutschen Zuschauer das verstehen. NABU, das wird gleich das nächste Thema sein. In der Ukraine wird Korruption nicht von der Staatsanwaltschaft untersucht, sondern von einem neu gegründeten Nationalen Antikorruptionsbüro Ukraine, darum NABU. Und dieses NABU, vielleicht fangen wir da mal an. Wie wurde NABU gegründet? Wie kam das? Weil das ist vielleicht spannend für die Menschen erstmal zu verstehen, warum gab es plötzlich ein eigenes Antikorruptionsbüro, warum darf die Staatsanwalt Korruption nicht untersuchen? Ja, diese NABU, und das war gegründet von amerikanischen Konsulaten. Die haben Leute gegeben und die haben volles Kontrolle gehabt für diesen. Und kontrolliert war eine Frau von den FBI,
Karen Greenway, ja. Ja. So, die hat auch in den amerikanischen Konsulate gesessen und hat volles Kontrolle auf diese NABU gehabt. So, die Also hat das war alles gemacht, was Soros und Biden gesagt haben. Ja, okay. Diese beiden, dann hat sie weitergeleitet zu dieser NABU. Und NABU, der war einzige, diese so eine Waffe gegen die Leute, was das zum Beispiel, das war nicht zufrieden, Soros und Biden. Das heißt also, NABU wurde gegründet vom US-Botschaft und wurde kontrolliert von Karen Greenway vom FBI. Das war eine FBI-Vertreterin für irgendwie Osteuropa oder was, ne? Ja, genau. Okay, also das heißt, dass das NABU machte, das war direkt Anweisung aus der US-Botschaft. Genau. Ja. Und die haben dann quasi über diese US-Botschaft, also wer jetzt nicht mit Biden oder Soros so arbeiten wollte, wie die beiden das wollten, dann kam das NABU und hat gesagt, du bist korrupt. Genau, ja. Okay. So. Okay, ja. Warum wurde das NABU gegründet? Ich meine, hatten Sie keine Kontrolle über die Staatsanwaltschaft? Ich denke jetzt auch an Herrn Schockin, auf den wir gleich kurz eingehen müssen. Ja, weil der Staatsanwalt, der Generalstaatsanwalt war unter Kontrolle Poroschenko. Aber Amerikaner, die wollten immer eigene Kontrolle haben. Deswegen haben sie eine Antikorruption-Staatsanwalt gemacht, dann dieses Antikorruptionsbüro NABU gemacht und dann haben sie nachher gemacht eigene Gericht. Das heißt auch Antikorruptionsgericht. Ja. So, die haben eigenes System gehabt. In der Ukraine, wohlgemerkt. In der Ukraine, ja. Das alles gehört zu dem. So, deswegen der Poroschenko hat keine Kontrolle, die haben eigene Leute reingetan und die haben volles Kontrolle an diese drei Behörden. Ja. So, das bedeutet, die Amerikaner, die können Ukraine alles machen, was sie wollen. Weil die haben eigene, kann man sagen, eigene Land in Ukraine. So kann man sagen. Kolonie. Eigene Leute in der Region, eigene diese Ämter, was die gebaut. Und deswegen, die können viel reden jetzt in der Ukraine. Die können auch die Poroschenko-Leute zum Beispiel die Fälle machen, wenn die mit Poroschenko nicht zufrieden gewesen, da könnte auch sie gegen die Poroschenko-Leute auch kriminelle Fälle machen. So. Ja, also wenn Poroschenko was falsch macht, hätte er ein Problem gekriegt. Genau. Ja. Okay, ganz kurze Frage. Haben Sie vielleicht auch mitgekriegt, wie Poroschenko war nervös, wenn ich damals angefangen mit der amerikanischen Justiz kooperieren. Ich meine, ja. Das war total verrückt, ja, total bescheuert. Da hat er immer, ich glaube, mehreres Mal Biden angerufen und hat immer gesagt, ja, ich weiß nicht, was der Onischenko mit dem FBI macht, aber ich will das wissen. Mir ist egal, was das FBI macht, aber ich muss wissen genau was und wie und wo und wo. So. Ja, und der hat ja dann auch beim anderen Gespräch, hat er dann ja sehr, sehr brav Danke gesagt, dass das FBI nicht mit Onischenko sprechen will. Ja, genau. Deswegen, die waren bei mir in 2016, die wollten alles die Informationen wissen. Und das war auch Agenten, das war auch ein föderaler Staatsanwalt. Und nachdem haben sie, glaube ich, Druck von Biden gekriegt. Und die weiter ist unseres Gespräch weiter nicht gekommen. Ja? Weil normalerweise nach dem November, ich hätte mit dem Gespräch im November 2016, wir müssen kurz verstehen, Sie waren mit Poroschenko in einem Boot, waren in einem Team und dann haben Sie sich gestritten. Und dann sind Sie aus der Ukraine weg. Dann müssen wir erstmal hier anfangen, bevor wir zum FBI kommen. Das heißt, Sie sind mit Poroschenko jetzt nicht mehr gut, oder ja gut, die beiden Shocking-Geschichten lassen wir weg. Sie sind also mit Poroschenko nicht mehr gut befreundet. Warum haben Sie sich gestritten und wie sind Sie aus der Ukraine geflohen oder wie muss man das nennen? Ja, die Geschichte war genau so. Der Poroschenko, wie gesagt, der wollte nur dieses, wie kann ich das sagen, dieses Korruptgeschäfte machen, mit den nur die Fälle machen gegen bekannten oder reichen Oligarchen und so für ihn einfach schnell Geld verdienen. Ja? Und das wollte ich nicht machen und dann habe ich mit ihm die Probleme gekriegt und die Sachen. Da hat er mir gesagt, okay, dann brauche ich dich mehr. Da finde ich jemand anderes. Da habe ich gesagt, okay, kein Problem. Da habe ich angefangen, den Timoschenko zu unterstützen. Ja. Ich war ganz Julia Timoschenko. Ja, Julia Timoschenko. Ja. Und dann mit meinen Unterstützern, die hat immer Rating sehr schnell nach oben gekriegt. Und dann war 2015, das war schon Regionalwahlen, ja, November, glaube ich. November war 2015.
Und die Timoschenko hat gewonnen in der Regionalwahl. Und das hat Poroschenko gemerkt, dass ich Timoschenko investiere. Hat er mir schon ein paar Mal eingeladen, habe gesagt, du darfst nicht den Timoschenko finanzieren, weil du weißt, die ist Nummer 1 gegen mir. Und da ist natürlich diese ganzen Freunde von Poroschenko immer gesagt, die ist im Moment so hoch gekommen, dass alle Leute schon arbeiten nicht mit Timoschenko. Zum Beispiel der Jazenjuk war weg und der Turchino war weg von Timoschenko. Und das Einzige, was unterstützt Timoschenko, ist Onischenko. Ja. Der hat Geld und dann unterstützt Timoschenko und der will Timoschenko nächster Präsident machen. Kurz zur Information für die deutschen Zuschauer, die Namen nicht kennen. Turchinov, der nach dem Maidan Übergangspräsident war und dann später eine Rolle im Sicherheitsrat gespielt hat, und Jazenjuk, der Premierminister nach dem Maidan, die kommen alle ursprünglich aus der Timoschenko-Partei. Genau. Die sind nach dem Maidan von Timoschenko weggelaufen und haben ihr eigenes Spiel gespielt. Die Partei war auch von BUT, ist Block Julia Timoschenko, wo sie ja, und dann nach dem Maidan, die haben gesagt, okay, wir haben Timoschenko benutzt und sie im Knast gewesen, nur zum Ziel kriegen, nur zum Macht bekommen. Was der wichtigste Punkt war immer, warum haben sie gekämpft, weil Timoschenko im Knast gewesen war. Und dann Timoschenko war raus, dann haben sie schon Timoschenko nicht gebraucht und den Jazenjuk war schon Premierminister, Turchino war auch Präsident. Übergangspräsident. Fand ich auch lustig aus Sicht der Verfassung. Mehrheit nicht erreicht, Impeachment nicht gemacht und dann hat er als Parlamentspräsident seine eigene Ernennung zum Präsidenten unterschrieben. Ich meine, kreative Arbeit. Ja, genau. So, und dann nach diesen Geschichten mit Timoschenko hat Regionalwahlen gewonnen, da hatte Poroschenko, da war ich sowieso Feind von Soros und von Biden und das haben sie so organisiert, dass NABU gegen mir Kriminalfall gemacht. Da habe ich gekriegt. Mein Fall war der erste Fall. Die haben angefangen zu arbeiten im November, glaube ich, 2015 und mein Fall war der erste Fall für NABU. So. Die haben gegen mir einen Fall gemacht im Dezember 2015. Seitdem, die haben versucht mit mir erstmal reden, besprechen. Und dann ist nicht geklappt. Dann hat einmal Poroschenko noch versucht, im Mai 2016 eine Koalition machen mit dem Timoschenko. Und das war ich zusammen mit Timoschenko in die ganze Besprechung mit dem Poroschenko und seinem Team. Und das war dann, Timoschenko hat nachher mir gesagt, ja, das mache ich nicht mehr, weil ich will nächste Präsidentin sein. Wenn ich jetzt zusammen mit Poroschenko werde, das bedeutet, ich verliere alle ganz meine Juniorpartner. Besser, wenn ich kritisieren Poroschenko, das wäre besser für mich, nächste Wahlen gewinnen. So. Die hat abgesagt. So, Poroschenko ganz eng Koalition gekriegt. Da war im Mai, weil der hat einen neuen Bundespremiminister gemacht, Großmann, ja. So. Dann hat er auch eigene Generalstaatsanwalt herangetan, dieses Luzenko, das war auch alles im Mai. Und nach dieser Geschichte, der hat mir eingeladen, hat gesagt, das ist deine Schuld, dass Timoschenko nicht in Koalition gekommen ist. Das hast du eine richtige Schwierigkeit für mich gemacht, weil ich hatte ganz eng Koalition, da war fast, weiß ich, die Koalition bei der Ukraine ist 226 Leute. Und er hat, glaube ich, 230 oder 35 Abgeordnete in der Koalition gehabt. So, das bedeutet fast nicht. Am Ende, wir haben auch gesehen, da hat er keine Koalition gehabt. Da hat er jetzt auch den Fall gekriegt wegen solche Sachen. Ja, das muss ich vielleicht für Deutsche kurz erklären. Nach der ukrainischen Verfassung muss es eine Koalition geben. Wenn es keine Koalition gibt, also keine Regierung, die sich auf eine Mehrheit stützen kann, muss es Neuwahlen geben. Und Poroschenko hat im Grunde seit, 2015 ohne Mehrheit regiert, mit wechselnden Mehrheiten, aber es gab keine offizielle Koalition mehr, was in der Ukraine ein Verfassungsbruch ist, weshalb jetzt auch ein Strafverfahren gegen ihn läuft. Dann, nachdem diese Geschichte, hat er noch einmal mich und Timoschenko eingeladen, das war Juni, ich glaube, erste Woche Juni 2016.
Und da hat er gesagt, okay, du bist nicht in Koalition, aber du musst mich unterstützen in alle Gesetze, was ich biete. Und dann Julia hat gesagt, nee, ich muss übersetzen. Ich kann dir jetzt nicht direkt sagen, ob ich unterstütze oder nein. Und dann waren wir raus aus seinem Amt und hat gesagt, das mache ich nie im Leben. Ja. Und das hat Poroschenko 15. Juni 2016 mich eingeladen und hat gefragt, magst du oder nein? Da habe ich gesagt, nein. Okay, dann habe ich gesagt, dann morgen hast du volles Programm, ja, mit deine Leute wird festnehmen und so und so und so. Und dann 16. Juni 2016, da bin ich weggeflogen, ja, von Ukraine. Aber nicht so, erstmal bin ich weggeflogen nach Rom. Da war Geburtstag von Gluszewski. Ja. Und da wollte ich nicht schon zurückkommen, weil nächsten Tag hat er alle meine Leute aus meinem Büro festgenommen. Ja, da waren ca. 12 Leute. Und da hat er mir, glaube ich, Tage später hat er mir angerufen, sein Assistent, und gesagt, du musst kommen, ja, der will mit dir reden. Ja. Du musst keine Angst haben, das passiert nichts, du musst zurückkommen. Bin ich zurückgekommen, wieder nach Ukraine. Da habe ich damals noch meine Immunität gehabt. Und da hat er mir gesagt, ja, okay, kein Problem, du musst hier bleiben. Das Parlament wird nicht abstimmen, deine Immunität, das mache ich. Hat er mir versprochen. Da habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich hier, dann gehe ich zu Fernsehen, dann werde ich alle Leute erzählen, das war alles, was der NABU macht, das ist nur politischer Druck und so und so und so. Und dann meine Abstimmung sollte am 5. Juli sein, ja, wegen meiner Immunität. Also vielleicht wieder zur Erklärung für alle, die das Thema nicht so kennen. Sie waren Abgeordneter, und als Abgeordneter hat man Immunität. Das heißt, man kann nicht so einfach verhaftet werden. Und dann kommt, und das Parlament muss die Immunität aufheben, bevor man etwas machen kann. So, das heißt, er hat gesagt, komm her, wir heben deine Immunität nicht auf, und dann sollte doch eine Abstimmung stattfinden. Ja, genau. So, und dann am 3. Juli hat mir Timoschenko gesagt, du musst weg, weil ich kenne viele Leute von Abgeordneten von Poroschenko, und er hat schon alle Leute Aufgabe gegeben, abstimmen, deine Immunität wegzunehmen. Ja. Da habe ich verstanden, da hat er mir belogen oder so. Und dann der wollte mir einfach festnehmen und dann im Knast lassen. So. Ja. Dass ich nicht weggehe, Informationen wegen ihm kann nicht jemand erzählen oder so. Da bin ich am 3. Juli weggeflogen, erstmal nach Deutschland, ja. Von mir da. Nach Norddeutschland, nach Münster. Und da war ich in Deutschland. Und dann, glaube ich, 1 Monat später oder 2 Monate später bin ich nach London geflogen. Und erstmal in London geblieben, ja. So. Und dann angefangen die andere Geschichte. Dann habe ich angefangen, Mitsprechen mit dem Geheimdienst von Spanien und Justiz Amerika. Das ist die andere Geschichte. Das ist in London angefangen. Ja. Auf das wollte ich gleich kommen. Das habe ich in Ihrem Interview im ukrainischen Fernsehen gesehen. Kurz vorher noch eine Frage. Jetzt tauchen die ganzen abgehörten Telefonate auf von Poroschenko und Biden, und jetzt war ein Telefonat von Poroschenko und Putin und so weiter. In der Ukraine werden die veröffentlicht von Andrei Derkach, das ist ein Abgeordneter im Parlament. Aber ich habe so gehört, das ist alles von Ihnen. Das ist Ihr Material, was da jetzt veröffentlicht wird. Ist das richtig? Ja, da habe ich alles organisiert. Das ist diese Sache zu organisieren in sein Amt. Weil da viele Leute waren, weil ich war viele Zeit da geblieben in den Präsidentenamt. Da habe ich auch viele Leute schon von vorher. Ach, okay. Und dann aber die Leute waren immer nicht zufrieden mit Poroschenko. Die haben gesagt, wir müssen arbeiten Tag und Nacht und wir verdienen nichts. Da habe ich mit Geld ein bisschen unterstützt und habe gesagt, das brauchen wir so und so und so. Das können wir nachher gut verdienen. Ja? Weil ich habe den Poroschenko gekannt und dann habe ich gesagt, ja, dieses Mann, wir müssen immer vorsichtig sein. Der kommt immer einen Tag gegen uns, dann müssen wir etwas in unserer Hand haben. Aber am Anfang habe ich gesagt, nicht zu verkaufen. Ich habe gesagt, wir müssen etwas in Hände haben, eine Waffe,
nicht, dass Poroschenko nachher mit uns etwas macht. Ja? Ja, eine Versicherung. Versicherung, genau, Sicherheit oder Versicherung. Ja, man sagt Versicherung, sagt man auch dazu, ja. Okay, das heißt, und dann haben Sie die ganzen Bänder gehabt. So, nun fliegen Sie aus der Ukraine weg und haben, ich glaube, auch die Kontoauszüge sind ja auch von Ihnen, wo das um die Zahlung für Hunter Biden geht, an Rosemont Seneca. Ist das auch alles von Ihnen oder kommt das aus anderen? Ja. Also Sie haben auch die ganzen Finanzunterlagen, sehr schön. Genau. Das heißt, Sie hatten einen sehr hübschen Koffer mit interessanten Dokumenten, als Sie aus der Ukraine weggeflogen sind. Genau. So, nun sitzen Sie in London. Und dann kommen die Geheimdienste. Ja, dann habe ich angefangen mit amerikanischen Geheimdiensten erstmal reden, ja. So, und okay, da habe ich nach London gekommen, wir haben erstmal einen Termin gehabt und dann haben wir so abgemacht, das nächste Termin machen wir in Spanien, in Madrid, ja. Und die haben eine Garantie gegeben, dass in Madrid werden sie mir nicht festnehmen, weil die spanische Justiz interessiert auch Poroschenko. Warum? Der Poroschenko hat viele Geld investiert in Spanien. Ja? Und die Geld kommt auch von verschiedenen Offshore-Firmen und so und so. Und das sieht so aus, dass läuft, da ist sein Geld was. Ja? Und deswegen wollte mir auch wie ein Zeuge haben und vielleicht Informationen kriegen. Vielleicht kurz zum Verständnis. Die Spanier haben also gegen Poroschenko den Verdacht gehabt, er würde in Spanien Geldwäsche betreiben und Geld investieren zum Waschen. Illegales Geld. Aus der Zeit noch vor seiner Präsidentschaft oder schon aus seiner Zeit vor der Präsidentschaft? Okay. Vorher. Ja, okay. Ja. Und dann haben wir dieses Termin abgemacht. Die haben mir garantiert, dass ich die nehmen mich fest, weil bei mir die Situation mit Interpol war noch nicht klar. Also. Ja, also die Poroschenko hat versucht, sie zu fangen und hat also auch Interpol versucht einzuschalten und so weiter. Das heißt, sie wussten nie, wo kann ich hin, wo werde ich verhaftet und nicht. Okay. Das war genau ein Prozess bei Interpol, aber wann eine Entscheidung kommt, das wusste ich noch nicht. Ja? Und dieses Geheimdienst, der hat mir garantiert, dass ich nach Spanien kommen kann und ich werde nicht fest. Welcher Geheimdienst war das? Können Sie das sagen? Amerikanische und spanische. CIA oder was? Ja, das war nicht CIA, das steht genau in diesem Liste, die waren da drin. Das war Staatsanwalt und dann war Agenten, die können es sehen in dem Dokument, was sie gegeben von amerikanischen Justiz. FBI oder was war das? Nee. Nein, die andere, da gibt es noch eine. Ja. Okay, gucke ich nachher nach, alles klar, okay. Ja. Mhm. Aber die geben diese Namen und das war, wie heißt dieser Geheimdienst? Ja, hab ich jetzt aber auch vergessen. Ich habe es gestern kurz gelesen, als sie es mir geschickt haben, aber okay, schaue ich mir nachher nochmal an. Okay? Ja. So, da bin ich gekommen nach November nach Spanien, nach Madrid. Und da haben sie geboten mir Garantie, dass ich in Spanien bleiben kann, dass ich da Asylantrag stellen kann und dann bekomme ich auch Aufenthaltsgenehmigung, ja, so zum Leben. Und deswegen habe ich von London nach Spanien gezogen und da habe ich alles gekriegt, dieses Asylantrag und dann Aufenthaltsgenehmigung für 2 Jahre, ja. Und so haben wir angefangen. Erstmal habe ich unterschrieben dieses Dokument mit der amerikanischen Justiz. Und dann habe ich auch unterstützt den spanische Justiz gegen Poroschenko, die ganze Sache. Die haben alles gewusst, was ich habe. Die Amerikaner, die haben gesagt, wir kommen zurück zu dir. Aber mit der Geschichte, was wir jetzt gehört zwischen Biden und Poroschenko, die haben, glaube ich, einen richtigen Druck gekriegt von Biden. Und die Amerikaner, die haben noch nichts mehr gehört. Ich habe versucht, diese Agenten, die haben mit mir gemeldet, aber der Staatsanwalt, dieses Föderalstaatsanwalt, der war so, die konnte nicht nachher zum Kontakt kommen. Erstmal am da in Madrid, der war richtig heiß und hat richtig Interesse gehabt, aber danach hat er so verschwunden. Ja. Also das heißt, der Amerikaner kommt, sie erzählen die Geschichte, zeigen die Unterlagen und der sagt, das ist ja super, das ist ja interessant, fliegt nach Amerika und ruft nie wieder an. Genau, das ist genau so passiert. Ja. Es ist ja krank. Okay. So, dann hatten wir jetzt aber parallel, inzwischen sind wir ja schon 2016. Achso, vielleicht noch eine andere Frage aus Neugier.
Sie waren ja damals da in Kiew. Wissen Sie eigentlich etwas über MH17 oder ist das ein Thema, wo Sie gar nichts mit zu tun hatten? Nee, ich habe nichts zu tun. Ja, war jetzt nur neugierig. So. Okay, zurück 2016. Wir haben den amerikanischen Wahlkampf. Trump gegen Clinton. Genau. So, und Biden will ja gern, dass Clinton gewinnt. Genau. So, was ist jetzt da passiert? Also, da war zum einen, sagen Sie, war da Geld, das aus der Ukraine an Clinton geflossen ist. Was war das und wie war das mit den Informationen, die aus der Ukraine gekommen sind, um Trump zu schaden? Ja, erstmal, die haben dieses NABU. Ja. Die haben mit den Leuten von Soros, dieses Leschenko und so, die haben so Informationen gegeben wegen dieses Buch, schwarzes Buch von Partei, Region. So. Was ist das für ein schwarzes Buch für die Zuschauer, die das nicht kennen? Also Partei der Region war die Partei von Janukowitsch, der bei Maidan weggeputscht wurde. Ja. Und dann gab es ein schwarzes Buch. Was ist das? Ja, das war so wie ein Buch, wo die war geschrieben, wer und wie viel Geld bekommt. Und die haben so organisiert, dass ein von Personen war Manafort, ja. Paul Manafort, ja? Ja, Paul Manafort, der war damals, glaube ich, Leiter von den Campaign von den... ja, er war der Wahlkampfchef von Donald Trump, ja. Genau, ja. Und das haben sie so organisiert und da haben sie zusammen mit den beiden zusammengearbeitet und diese ganze Information, eigentlich diese Information hat selber den Amerikanern zu Ukraine gegeben, zu NABU, ja. Und genau gesagt, wie, wo du sollte die erzählen. Nachher, das war Sidnik, das ist Chef von NABU, auch aufgenommen einmal, wo er selber eine Geschichte erzählt, wie er dieses Druck von der amerikanischen Konsulate gehabt hat. Das Telefonat? Hoffentlich, ja. Ich kann geben dieses Gespräch, ja. Ist das schon veröffentlicht oder noch nicht? Ja, es gibt auch in der Presse. Deswegen hat Sidney ein Urteil bekommen, ja, wegen Korruption, ja. Der war in diesem Restaurant und jemand hat für ihn dieses Urlaub bezahlt und in diesem Urlaub, der hat auch diese Geschichte erzählt. Die Amerikaner hat ihm Aufgabe gegeben, gegen Trump dieses Fall machen, gegen diesen Paul Manafort und die ganze Sache hat er erzählt. Ich kann nachher auch sein Gespräch schicken, da können Sie auch mithören. Nachher kommt dieses Urteil von wegen Korruption und war auch, wie kann man es, durch Prosecutor, der hat, glaube ich, auch Strafe bekommen, ja. Deswegen darf nicht normalerweise seinen Titel jetzt weiterhalten, aber er sieht doch, weil die Amerikaner machen Druck und die sagen, nee, der muss weiterbleiben. Ja. Okay. Aber mit der ukrainischen Gesetz, wenn er schon Strafe bekommt, der ist strafhaft, der will meine Strafe bekommen, der sollte nicht in der Antikorruption-Büro weitermachen, weil der ist selber korrupt, ja, und das schon bestätigt vom Gericht, ja. Das ist ja alles, also ich sage immer, das kann sich, wenn sich das einer ausdecken würde als Drehbuch für einen Film, das würde keiner machen, die Geschichte ist so verrückt. Ja. Okay, also das heißt, der Sidnik, der korrupte Chef von NABU, sollte dann also der korrupte Chef der Antikorruptionsbehörde, der hat dann also... Schon mit dem Urteil vom Gericht, ja. Mit dem Urteil vom Gericht bestätigt, also rechtskräftig verurteilte Korruption, er als Chef der Antikorruptionsbehörde, der hat dann auf Anweisung der Amerikaner direkt über Paul Manafort gesammelt, aus dem schwarzen Buch der Partei, die bei Maidan weggeputscht worden ist. Genau. Und das ist dann aber nicht etwa offiziell über Rechtshilfeersuchen ans US-Justizministerium gegangen, sondern an die Demokraten direkt, oder wie war das? Genau. Das haben sie auch in den letzte Pressekonferenz von der Kasch gehört, wo die Poroschenko und Biden wegen Paul Manafort gesprochen haben, gesagt, wir haben das gut. Ne? Wir haben richtig gefreut, ja, und dann so. Es gab ja diese Demokratische Partei, wie hieß die Frau Chipluga? Da war ja die Hillary-Campaign, also der Wahlkampf von Hillary hat hier extra eine Frau angeheuert, eine Ukrainerin, Chipluga oder so hieß die, glaube ich. Ja. Für die Kontakte nach Kiew, oder? Ja. Genau. Okay. Ja, das Telefonat war gut. Also es war ja das Telefonat fand statt, 19. August, glaube ich, ne? Der Tag, als Manafort zurückgetreten ist, weil, jetzt müssen wir uns erinnern, 2016, die bösen Russen beeinflussen den ukrainischen Wahlkampf und Paul Manafort, der Chef von Trumps Wahlkampfteam, hat ganz böse Kontakte nach Russland. Das war die Geschichte und deshalb musste er zurücktreten.
In Wahrheit war das keine Russland-Kontakte, sondern es waren Ukraine-Kontakte. Ja. Und das kam so hintenrum aus Kiel. Genau. Ja, fliegt gerade ein Flugzeug bei Ihnen? Das ist ein Hubschrauber, ja. Müssen wir eine Minute warten. Eine Minute warten, der war fliegen. Ja, ist besser, okay. Ja. Also gut, so, das war die Geschichte. Und wie gesagt, in dem Telefonat kann man sehr schön hören, wie Poroschenko fröhlich lacht. Ich habe gehört, Bannerford ist zurückgetreten, hahaha und so. Die haben. Gut, ja, ich meine, der Poroschenko war glücklich. Sie waren weg, das FBI wollte mit ihnen nicht mehr reden. Da gibt es ja auch ein schönes Telefonat, wo Poroschenko sich ganz herzlich bei beiden bedankt dafür, dass das FBI nicht mit ihnen redet. So, jetzt konnte Poroschenko noch den Demokraten helfen und Trump schaden im Wahlkampf. Und der hat natürlich gehofft, wenn dann Clinton an die Macht kommt, geht es ihm wahrscheinlich noch besser als vorher. Also der hat natürlich einen Grund. Und die haben dieses Wahl unterstützt von Geld, was die in Ukraine verdienen, diese Korruption Geld. Ja. Also das doch mal im Detail. Wer hat da Geld für wen, was, wie, wo? Wie war das im Detail? Ja, ich weiß dann von dieses Geld, was war so geplant von dieser Firma Burisma, die sollte normalerweise zu Poroschenko kommen. Aber dann hat das war so 50 Millionen? 50 Millionen. Ja. 50 Millionen, ja. Das war so abgemacht, dass dieses Geld geht zum Wahlen. Und deswegen Poroschenko hat Aufgabe zum neuen Generalstaatsanwalt Jazenjuk gegeben. Direkt vor den Wahlen im September, der hat dieses Fall gegen Burisma zugemacht. Und das war offizielle Pressekonferenz, wo die Jazenjuk gesagt hat, jetzt haben wir nichts gegen Firma Burisma, die ist ganz sauber Firma, die hat kein Problem mit Steuer und die ganzen kriminellen Fälle, die haben zugemacht. Und das war Pressekonferenz genau vor den Wahlen in Amerika. Da hat Zlochevsky diese 50 Millionen nachher zu Hunter Biden gegeben, wo dieses Geld benutzt in den Wahlen. Das versuche ich jetzt mal so zu verstehen. Ich verstehe das auch jetzt erst richtig, das Thema, obwohl ich mich gut auskenne, dachte ich. Ja. Ich sage mal für die Zuschauer, die sich gar nicht auskennen. Also, Burisma, diese korrupte Firma von Zlochevsky, da sitzt Hunter Biden drin, kriegt gutes Geld, macht aber eigentlich nichts, außer dass Papa Biden versucht, die Firma zu beschützen. Genau. So, nun ist ein Staatsanwalt in der Ukraine da, der gegen Burisma ermitteln will, wegen Korruption. Der Mann heißt Shokin. Ja. Und er wollte nicht Fall zumachen, ja? Weil der wollte ermitteln. Ja, der wollte das bis zu Ende bringen, ja? Das hat nicht gefallen Biden. Biden hat Poroschenko Aufgabe gegeben, der kriegt kein 1 Milliarde dieses Hilfe von Amerika, wenn er nicht den Staatsanwalt wechselt. Ja, das war die berühmte Geschichte auch mit dem Video, wo Biden später ganz stolz erzählt hat, er hat beim Atlantic Council hat das, glaube ich, erzählt, wie er die Ukraine erpresst hat, wenn ihr den Staatsanwalt nicht feuert, den Son of a Bitch, den Hurensohn, dann kriegt ihr die Milliarde nicht. So, das heißt, der Shokin wollte ermitteln, das durfte er nicht, das haben wir auch in den ersten Gesprächen schon gehört, die der Katsch im Mai veröffentlicht hat. Ja. Da hat ja auch Kerry sich eingeschaltet und gesagt, nee, mach den mal weg. So, dann wurde der Shokin schließlich und endlich, obwohl gegen den nichts vorlag, da gibt es ja auch das Telefonat, wo Poroschenko und Biden besprechen, der Mann hat nichts Illegales getan, aber wir haben ihn gezwungen, zurückzutreten. So, dann ist Shokin weg. Dann kommt Jazenjuk. Das ist ja auch eine schöne Geschichte. Dieses Parlament sollte Jazenjuk abstimmen. Das war auch eine Geschichte. Da hat Poroschenko ca. 2 Millionen nur zum Parlament investiert, dass die neue Gesetz machen, weil Jazenjuk hat keine juristische... das wollte ich gerade erzählen. Ja. Der ist Elektroingenieur, ne? Elektrotechniker. Genau. So, und dann, das war erste, die haben so, und dann sollte der Jazenjuk eigentlich abstimmen, weil viele Abgeordnete wollte ich nicht haben, weil der war von Familie Poroschenko war. Also, und dann, also Familie von Poroschenko heißt, das Parlament wusste, wenn sie Jazenjuk einsetzen, dann hat Poroschenko 110% Kontrolle über die Staatsanwaltschaft. Genau, ja. Das bedeutet, der hat Poroschenko jetzt volles Macht, weil der hat eigene Premierminister, der hat eigene Chef von Geheimdienst, SBU, in ukrainischer heißt. Und wenn der Generalstaatsanwalt ist, natürlich, das ist ganz große Trumpf in seinen Händen. So. Und, zumal Poroschenko ja alle mit dem Staatsanwalt immer weggejagt hat. Wenn du nicht machst, was ich will, gibt es Strafverfahren. Genau. Ja. Okay. So, und der Jazenjuk, der hat ja dann das getan, was große Überraschung ist. Er hat dann also den Fall von Burisma geschlossen.
Genau, So, 2 Monate vor Wahlen in Amerika. Ja. Und da sind 50 Millionen geflossen. Vom Burisma, genau. 50 Millionen zu Biden. Ja. Jazenjuk hat den Fall geschlossen. Aha. Ja. Und das Zlochevsky hat Biden gesagt, wenn du jetzt meinen Fall zumachst, dann gebe ich für Wahlen 50 Millionen. Was ich zu Poroschenko versprochen, dann bekommst du. Und die haben dieses Geld benutzt nachher für Wahlen. Der Fall von Poroschenko, der Fall von Burisma war zu. Die Firma konnte wieder ganz normal arbeiten. Ja. Und sie musste nicht mal $1 Million gratis Gas an Poroschenko. Ja. Sie konnten, ne? Also, diese Geschichte war auch zu, ja. Ja, das heißt, der hat sie 50 Millionen nach dem Motto, Poroschenko will sie nicht, gebe ich sie beiden, Hauptsache ich habe meine Ruhe. Ja. So. Schön. Und das Geld ist an den Wahlkampf von Clinton gegangen, sagen Sie? Ja. Okay. So. Das lief auch über Rosemont Seneca in New York, ne? Ja. Rosemont Seneca, für alle, die es nicht wissen, ist eine Firma, eine Beratungsfirma, die unter anderem der Sohn von Hunter Biden und der Stiefsohn von John Kerry zusammen geöffnet haben und über die sie ihre Beraterhonorare kassiert haben. Das heißt, das lief darüber. Und es wurde nicht versteuert in den USA, ne? Nein. Also schon Steuerhinterziehung auch noch mit bei. Ja. Schön. Gut. Das heißt also, es gab illegales Geld aus der Ukraine an den Wahlkampf, was in Amerika ja sowieso schon verboten ist, weil Ausländer dürfen sich ja gar nicht in die Wahl einmischen. Und bis jetzt, glaube ich, dieses Geld, was die in Ukraine verdienen, die benutzen auch für ganze diese Geschichte, was jetzt in Amerika passiert. Das ist typische Demokraten-Stil, was die jetzt machen. Ja, das ist amerikanischer. Die bezahlen jetzt kurz vor Wahlen, die bezahlen alle ganze diese Geschichte mit den Schwarzen und so. Das ist typischer Stil von Demokraten, ja. So. Ja, das ist ja amerikanischer Maidan. Ich meine, das ist das Gleiche wie Kiew. Die haben jetzt dieses amerikanische Maidan gemacht, nur weil die Leute mussten nicht zufrieden mit Trump sein. Ja, vor allem, also das mit dem, ich habe das auch in einem Artikel gezeigt, das kann also bei mir auf der Seite jeder nachlesen, das ist sogar öffentlich zu sehen, dass 2016 schon, und Sie sagen, das Geld kommt auch aus der Ukraine, finde ich interessant, passt nämlich vom Datum, 2016 schon die Black Lives Matters. Ja. 130 Millionen, mindestens 130 Millionen, das ist das, was man offiziell weiß, von den Demokraten bekommen haben, davon 30 Millionen von Soros persönlich. Ja. Und Sie sagen, das ist aus der Ukraine. Schön. Ja, und das Geld war ja vorgesehen, damit Black Lives Matters eine Infrastruktur in Amerika aufbauen kann, um bei Bedarf Leute auf die Straße zu bringen. Das haben Sie offiziell gesagt. Das Geld war zum Aufbau einer Organisationsinfrastruktur. Ja. Ich denke, es kann ja auch sein, wenn man jetzt sagt, was alles über Biden bekannt ist. Die Telefonate sind ja auf Englisch. Dann habe ich manchmal den Gedanken, dass die Black Lives Matters unter anderem deshalb auf der Straße sind, weil wenn jetzt in Amerika plötzlich bekannt würde, die ganzen Telefonate und die Leute könnten hören, was Biden alles gemacht hat, hätte er keine Chance mehr. Aber wenn die Städte brennen und die Menschen erschossen werden, dann interessiert sich keiner für Korruption. Genau. Ja, okay. Ja. Aber kommt noch ein paar so neue aufgenommene Sachen. Das wird noch 2. Ich glaube, meisten kommen im September und das wird richtige heiße Zeit für Biden. Ja, darauf kommen wir noch. Jetzt wollen wir noch mal zurück, also wir kommen noch mal zurück zum jetzigen Wahlkampf. Wir wollen vielleicht bei der Chronologie bleiben und noch mal wieder zurück. Also Sie sind jetzt in Spanien, die Amerikaner, das FBI, die Geheimdienste waren da, fanden ihre Geschichte super interessant, sind nach Washington geflogen, sagen, das erzählen wir unserem Chef und dann war nichts mehr. Wie geht es dann weiter? Ja, in Spanien, die haben ein richtiges Interesse gehabt. Wie gesagt, die haben erstmal für mich den Aufenthaltsgenehmigung gemacht für 2 Jahre. Und dann Asylantrag war so im Prozess gelaufen. Und das habe ich so ein bisschen ruhige Leben da gekriegt. Ja. Die haben natürlich die ganze Information habe gegeben. Die haben einen Fall gegen Poroschenko gemacht. Das war ein Prosecutor, sein Name ist Grinda, ja? José Grinda. Der war Antikorruption-Prosecutor. Der hat also Antikorruption-Staatsanwalt in Spanien. Genau. Ja. So, und das war so alles offiziell gemacht. Und dann 2019, glaube ich, oder 2008, glaube ich, da war Poroschenko in Spanien selber gekommen. Und er hat mit der Regierung so besprochen,
dass er kauft von Spanien Waffen, circa für 1 Milliarde alte Waffen, was Spanien gar nicht braucht. Ja. Und davon will ich nicht, das wollte den Spaniern nicht ausliefern. Ja. So. Das war so eine... Also Poroschenko sagt, ich kaufe alte Waffen, die ich nicht mehr brauche. Ich gebe euch 1 Milliarde ukrainisches Staatsgeld für die Waffen. Ja. Und dafür weil wir haben jetzt Krieg, wir brauchen Waffen. Ja. Da habe ich so argumentiert und dann in diesem Deal, der Spanier sollte mich ausliefern. Ja, so. Ja, okay. So. Und was hat Spanien gemacht? Was die Leute, was mit mir dann zu tun gehabt, diese Geheimdienste und so, die haben gesagt, so ist jetzt in der Regierung gekommen. Das ist eine ökonomische Sache, was für Spanien ganz gut ist. Und wir können nicht gegen die Regierung etwas machen. Wir werden nicht dich ausliefern oder festnehmen oder so. Aber du musst von Spanien schnell wie möglich Spanien verlassen. Schnell wie möglich, ja. Also das heißt, die Leute, mit denen Sie Kontakt hatten, haben gesagt, pass mal auf, das wird jetzt eng. Sieh zu, dass du nach Hause kommst, weg hier. Und ja. Das heißt, Poroschenko hat den Spaniern 1 Milliarde gegeben und er hat sie nicht bekommen. Genau. Ja. Wie ärgerlich. Ja, also 1 Milliarde ist ja gut, nicht? Den Staatsanwalt in der Ukraine, Schocki mit 1 Milliarde, Sie mit 1 Milliarde. Schöne Runde. Ja. Nur Biden kriegt 1,5 Milliarden über Reverse Gas. Biden ist besser als andere. Genau. Also Sie sind dann aus Spanien nach Deutschland gegangen, richtig? Ja. Okay, ich war in Deutschland, ich habe eigentlich wie früher gemacht, meine Turniere. Da war ich nicht so in einem Land, da habe ich ein Turnier da gehabt. Zur Erklärung für die Zuschauer, Herr Onischenko ist nicht bloß Geschäftsmann und Politiker, er ist auch Sportler. Sie waren 2-mal bei Olympiaden, ne? Sie sind in London Reiter. Und China, ja. Was, Dressur oder was? Springreiter, ja. Springreiter, also ne, Onischenko ist einer der weltbesten Springreiter und von diesen Turnieren spricht er jetzt. Ja. Dann ist passiert diese Geschichte, habe ich mit Giuliani in Kontakt gewesen, ja. Habe ich ihn getroffen. Wie ist es dann zu dem Kontakt mit Giuliani gekommen? Wann war das? Wie kam es dazu? Ja, ich habe in Kontakt mit Giuliani letztes Jahr im September. Ja. 2019. Ja, 2019. Okay. Im September, ja, ich habe mit ihm in Kontakt genommen durch unsere eine Bekannte, was in Amerika wohnt. Der war auch Ex-Abgeordneter. Artyomenko, ja. Über Artyomenko habe ich mit Giuliani in Kontakt gekommen. Ja. Okay. Und dann Giuliani, das heißt, Sie haben den Kontakt aufgenommen, nicht Giuliani, und dann haben Sie sich getroffen und haben ihm das Material gezeigt. Wie ist das gelaufen? Ja, wir haben getroffen, dann habe ich ihm Material gezeigt, das wäre für ihn ganz interessant. Und er hat mich eingeladen nach Amerika. Ja. So, dann sollte ich kommen am 1. Dezember und für eine Pressekonferenz in Washington, welche sollte am 3. Dezember da sein in Washington. Ja. Okay, also das heißt, wir erinnern uns, das war die Zeit Amtsenthebungsverfahren Trump, die Hochzeit davon. Das heißt, mit dem, was Sie hatten, die Kontoauszüge, die Zahlung an Biden belegen, die Telefonate, der Katsch hat gesagt, es sind hunderte Stunden Material. All das wollten Sie offenlegen. Das wäre ja dann das Ende von dem Amtsenthebungsverfahren geworden und es wäre ein Biden-Skandal geworden. Ja. Das war also alles geplant, ja. So war es geplant. Warum ist es nicht dazu gekommen? Ja, okay, dann erstmal, wir haben versucht, ein Visum machen. Dann konnte ich Visum machen nur in Budapest, in amerikanische Konsulat in Budapest. Da war ich eingeladen von Fernsehsender One American News. So, und dann sollte ich am 1. Dezember fliegen, aber ich war eingeladen von der deutschen Polizeiamt in Aachen, 28. November. Ja, und ich habe die Einladung gekriegt, dann sollte ich 27. nach Deutschland
am 27. habe ich nach Deutschland geflogen und da bei mir in Anlage übernachtet und dann nächsten Tag, glaube 9 Uhr, habe ich losgefahren, ja, selber mit Auto. Gut, nochmal die Vorgeschichte. Sie waren ja in Deutschland und es gab in Deutschland ein Verfahren, weil die Ukraine einen Haftbefehl hatte. So, dann gab es ein Verfahren im Gericht Koblenz, wo dann das deutsche Gericht festgestellt hat, wir liefern Onischenko nicht aus, weil das ist politische Verfolgung. Ja, genau so. Ja. So. Das war schon 2017 ja im Oberlandesgericht Koblenz. Okay, also das heißt, die Ukraine, es war klar, es ist politische Verfolgung, der ukrainische Haftbefehl darf in Deutschland nicht umgesetzt werden. Und dann sind sie zur Polizei eingeladen worden, weil sie Anzeige gestellt hatten wegen Betrug. Es ging um ein Sportpferd, das sie kaufen wollten und das sie bezahlt haben und das sie nicht bekommen haben. Ja. Und nun lief die Anzeige und die Polizei hat gesagt, kommen Sie bitte vorbei, Sie müssen noch mal eine Aussage machen zu Ihrer Anzeige. Ja. Das war die Geschichte. So, und dann kommen Sie auf die Wache am 28. November. Was kam dann? Ja, da bin ich gekommen, da habe ich mit dem Kommissar, glaube ich, gesprochen. Sein Name war Neumann. Ja, so. Er hat 10 Minuten wegen meiner Sache gesprochen und dann hat er gesagt, dass er einen Haftbefehl hat aus Ukraine, wegen Auslieferung aus Ukraine. Und dann sollte ich festnehmen sein. So. Da haben sie mich festgenommen. Und seit das habe ich schon fast genau 6 Monate in der oldenburgischen JVA gesessen. Ja gut, das müssen wir jetzt erstmal noch versuchen zu verstehen. Ein deutsches Gericht sagt, nein, wir dürfen den Mann nicht festnehmen, das ist politische Verfolgung. Und jetzt plötzlich werden Sie doch festgenommen. Können Sie das erklären? Ja, das ist eine eigentlich komische Geschichte, ja. Deswegen meine Anwälte konnte auch nicht verstehen. Das war so eigentlich unrechtlich mit dem deutschen Gesetz, weil eine Akten und das war 2-mal Haftbefehl und war schon einmal Urteil von dem Oberlandesgericht Koblenz und jetzt wieder neuer Haftbefehl. Und die ganze Zeit habe ich auch in Deutschland gewohnt. Ich habe auch Adresse, ich war angemeldet in Deutschland. Und die ganze Zeit hat mich keine Polizei besucht. Und dann habe ich auch oft geflogen durch deutsche Grenze. Und da hatte ich immer die Kontrolle gehabt. Eigentlich bin ich am 27. gekommen, auch im Flughafen. Da habe ich auch Kontrolle gehabt. Das war normalerweise nicht passiert, aber keine etwas gesagt, dass ich Haftbefehl habe. Der Haftbefehl hat ja das Datum Juli 2019. Genau. Das heißt, gab einen Haftbefehl fast ein halbes Jahr lang. Sie waren öffentlich, Sie haben Reitturniere gemacht, Sie haben eine Meldeadresse in Deutschland. Keiner hat Sie verhaftet. Nein, keiner hat gehabt. Ich habe auch Reitturniere teilgenommen, denn normalerweise, wenn ich so ein Richtige gesucht von den Polizeien, dann könnte sie einfach in der deutschen Reitverband fragen, wo Onischenko hat nächste Turniere. Da war ganz einfach nicht da zu treffen. Also, aber das passiert nicht. Okay. Wenigstens, die konnte auch bei mir zu Hause besuchen. Das war das Einfachste. Gut, dann wollen wir mal überlegen, warum kann das, na gut, da kommen wir vielleicht später zu. Also das heißt, Sie waren bei der Polizei, Sie wurden jetzt 2 Tage vor dem geplanten Abflug nach Amerika verhaftet. Ja. Mit einem Haftbefehl, den man eigentlich gar nicht machen darf, weil das deutsche Gericht schon gesagt hat, ist nicht. Und nun ging es ins Gefängnis. Was kam dann? Ja, im Gefängnis habe ich erstmal, wenn ich ins Gefängnis gekommen bin, habe ich kleine Medikamente bekommen. Was haben sie mir da geboten? Und das war so wie eine beruhigende Medikamente, das weiß ich nicht, was war genau, aber hat man Ihnen noch nicht erklärt. Sie haben gesagt, hier hast du eine Tablette, guten Appetit. Ja. So. Ja, einfach beruhigen, da können Sie gut schlafen, da können Sie keinen Stress haben und so. Und nach den 1,5 Monaten habe ich Probleme mit dem Blutdruck gekriegt, ja. Und dann war bei mir war gesundlich richtig schlecht, der Blutdruck war immer hoch. Und danach haben sie mich nach JVA Krankenhaus nach Lingen geschickt. JVA Lingen war ich da circa 1 Monat und da haben wir gesagt, dass ich immer so abwendige Medikamente bekomme. Ja? Also das heißt, die Medikamente, Sie wissen nicht, was es war. Sie sind Leistungssportler, haben 2-mal an Olympia teilgenommen und nun gehen Sie ins Gefängnis, kriegen Medikamente, keiner weiß, was es ist. 6 Wochen später ist der Blutdruck verrückt und das Krankenhaus, das JVA-Krankenhaus sagt, Sie haben Medikamente genommen, von denen Sie süchtig geworden sind. Ja, genau. Deswegen sollte ich dann raus
einen Monat, da habe ich spezielle Behandlung gekriegt. Und ja, eigentlich einen Monat habe ich in dem Krankenhaus da gewesen. Und dann haben sie mich wieder nach JV Oldenburg geschickt und da angefangen Probleme mit dem Herz. Da habe ich fast jede Nacht wieder Hochblutdruck gekriegt und da war Schmerzen schon in der Herz. Ja. Und Sie sagt auch Nasenbluten, haben Sie auch gehabt? Ja, und Nasenblut, ja. Und dann haben meine Anwälte versucht, für mich einen Termin bekommen bei normalen Klinik, wo die Kardiologie oder für den Herzarzt. Aber dann JV sagt, nee, dann musst du nicht machen. Und haben immer gesagt, das ist, ich simuliere alle, oder das war eine ganze Simulation von mir. Vor allem das Nasenblut. Ja, ja. Und dann am Ende haben wir so einen Termin bekommen. Das habe angefangen in dieses Theater, da sollte ich nach Krankenhaus in Oldenburg gehen, Klinikum in Oldenburg, für die Kardiologie, und das war immer diese Geschichte mit den 20 Polizisten und dann 5 Autos und den ganzen Land, so ganz Stadt Oldenburg gewusst, dass ich nach Oldenburg fahre. Ich muss das hier kurz erklären. Wir haben technische Probleme gehabt. Wir machen diese Aufzeichnung zum zweiten Mal, weil aus irgendwelchen Gründen das Aufzeichnen nicht funktioniert hat. Sie sagen das jetzt so locker, diese Geschichte mit den 20 Polizisten. Das haben Sie vorhin sehr ausführlich erzählt. Also Sie waren ein ganz normaler Häftling, eigentlich wegen nichts Besonderem im Gefängnis. Aber als Sie ins Krankenhaus mussten, haben die 5 Autos geschickt mit Maske-Show, also mit maskierten Polizisten, 20 Mann Bewachung. Was war das? Dann sollte die Beamte und den Polizisten immer mit mir im Krankenhaus bleiben, weil ich habe erstmal Untersuchungen gekriegt von dem Professor Dewald war das. Und dann eigentlich, wenn ich nach dem, glaube ich, 6. Tag oder 5. Tag, ich sollte operieren sein. Und diese Polizisten waren auch im OP-Zimmer zusammen mit mir. Ja. Das war im Operationssaal waren 20 Polizisten, als Sie am Herz operiert wurden. Ja, genau. Das war Beamte von dem JVA und der Polizisten, ja, alle waren da in dem Zimmer. Ja. So, und die ganze Zeit, ich sollte mit schließenden Händen sein und schließenden Füße. Auch ich konnte nicht normal duschen, weil es normalerweise die durfte nur Hände oder Füße so machen. Und bei mir war sogar gefesselt in die Dusche. Ja, bei mir war Abgeordnet so, dass ich sollte mit den festen Füßen und Hände gehen. Ja. Das auch war nicht normal. Ja. Vor allem nach Herzoperation, da kann man doch nicht weglaufen. Ja. Okay. Dann habe ich OP gehabt. Nach dieser OP weiß ich nicht warum. Die haben mir sofort, glaube ich, für 2 Wochen wieder nach JV Lingen geschickt, wieder zu Krankenhaus. Das war so wie ein Versteck. Da sollte ich mit keinem reden, mit keinem sehen, und dann einfach haben sie gesagt, Quarantäne, ja, für mich. Ja, von einem kannst zu der anderen. Die haben eine Quarantäne in der JV Lingen. Ja. Also man muss mal überlegen, ich meine, mein Vater hatte auch eine Bypass-Operation. Danach brauchte der Reha, der war wochenlang schwach, monatelang sogar. Und ich denke, viele Zuschauer kennen das auch. Jetzt hatten Sie im Krankenhaus eine Bypass-Operation und nach 2 Wochen hat man Sie wieder ins Gefängnis geschickt und gesagt, viel Spaß. Ja. Okay. So, und dann 5 Monate gelaufen da im Gefängnis. Meine Anwälte versuchte Kontakt zu Richter haben, zu Generalstaatsanwalt in Niedersachsen, aber die wollten nicht einfach mit uns reden und in Kontakt gehen. Ja, einfach so, schicken Sie eine Faxen oder Papiere, was Sie haben, dann wir überlegen. Ja. Und dann nach den 5 Monaten haben wir so ein bisschen öffentliche Sache gemacht. Ich habe angefangen mit den Journalisten zu Kontakt gehen und ich habe versucht, die ganze Geschichte zu erzählen. Das war bei mir auch ein Interview mit der Welt am Sonntag, mit dem Osnabrücker Zeitung und auch mit einem russischen Sender. So, und dann diese ganze Geschichte ist rausgekommen, ja. Ich meine, so in Deutschland auch, ja. Das war ein großer Bericht bei Welt am Sonntag. Und dann fast jede Woche ist verschiedene Artikel gekommen, ja. Und natürlich waren viele Fragen zur deutschen Justiz, warum läuft so und so und so. Und dann glaube ich, nachher ist mein Fall so ein bisschen bewegt, ja. Und dann
der Richter wenigstens gefragt, gestellt einen Antrag nach Ukraine und dann viele Fragen gestellt, ja, ob ich eine Behandlung in Ukraine bekommen konnte, ob ich die deutsche Konsulate kann auch mein Gericht da in Ukraine besuchen und so. Und dann, ob ich die europäischen Standarden kann in Ukraine bekommen, im Gefängnis. Und da war keine eigentliche Antwort von Ukraine. Die wollte gar nicht garantieren. Ja. So, und dann habe ich noch ein paar Mal bei Krankenhaus gewesen, wieder zu untersuchen, weil ich sollte nach dem OP, glaube einmal pro Woche dahin gehen und einen Ultraschall machen und gucken, wie das in dieses Stand so eingesetzt hat. Und dann war immer mit dieses ganzen Theater. 20 Polizisten, volles Programm mit Autos, Alarm, Haupteingang. Alle Leute sollten sehen, dass ich komme mit dieses ganz Bewachung, ganz Polizisten mit den schließenden Füßen und Händen. Und ja, wegen meinem Blut habe ich auch eine Untersuchung gehabt, am 26. Mai, auch mit diesem ganzen Theater. Und der nächste Tag, am 27. Mai, 10 Uhr bei mir waren Beamte gesagt, dass sie ein Urteil bekommen von Oberlandesgericht Oldenburg und ich bin frei. So, also das heißt, Sie waren genau 6 Monate im Gefängnis? Ja, genau 6 Monate. Ich war 28. festgenommen und dann mit deutschem Gesetz durfte den Untersuchungshaft 6 Monate bleiben. Dann war ich bis letzten Tag da. Und in der ganzen Zeit gab es keine Gerichtsverhandlung wegen Ihrer Sache, das wurde alles auf die lange Bank geschoben. Im Grunde haben Sie da gesessen und gewartet, was passiert. Ja, ja, war so genau. Ich habe auch gedacht, die wollen mir eigentlich bis Wahlen in USA halten. Aber ich glaube, das ist 2 Wochen vor meiner Entscheidung, da war auch eine Pressekonferenz von der Katsch. Ja, und da hat er schon, glaube ich, vielleicht, die haben schon verstanden, dass schon die ganze Sache die andere Leute haben, die ich meine, ja. Sie haben gerade, glauben Sie, dass Sie in die USA ausgeliefert werden sollten? Ja, nach USA nein, ja, nach USA nein, auf jeden Fall. Okay. Weil in USA habe ich einen Schutz gehabt, weil damals, wenn ich Vertrag gemacht mit der amerikanischen Justiz, das war so unterschrieben und das war so besprochen, alles was da erzählt, das werden sie nie gegen mir irgendwann benutzen. Ja. So, stimmt. Das war so, ja. Den Vertrag haben Sie mir gestern geschickt, das stimmt ja. Ja. Okay, also das heißt, die Aussage in Amerika hat nicht stattgefunden. Sie waren im deutschen Gefängnis, haben es als gesunder Mann betreten, als recht kranker Mann wieder verlassen. Wie geht es jetzt weiter? Also wir haben ja die Gespräche von der Katsch, jetzt hat er 3 Tranchen veröffentlicht. Da ist ja noch mehr. Der Katsch sagt, er hat 100 Stunden. Ja. Und das Material ist von Ihnen? Ja, ganz Material, glaube ich, ganz Material Giuliani bekommen und das Giuliani plant, glaube ich, ganze Programm mit dieses Gespräche und das, glaube ich, am September kommt dieses Senat-Hörung in Amerika. Dann glaube ich, vor dieser Zeit da kommt ganz Material raus. Da wird, glaube ich, noch 3, 4 Pressekonferenzen. Und danach, glaube ich, an diesen Hörungen, dann muss auch, glaube ich, spezielle Staatsanwalt von dieser Sache kümmern. Ja. Und dann ab September geht, glaube ich, die haben so extra gemacht, weil im Moment ein bisschen Haus in Amerika und dann September, Oktober, die fangen an mit den Senat-Hörungen wegen dieser Sachen. Ja, das, okay. Gut. Sie sollen auch aussagen, Sie sollen auch nach Amerika fliegen? Oder? Ja, die haben mir auch eingeladen im September. Ja. Sie haben im ukrainischen Fernsehen gesagt, dass Sie jetzt Verhandlungen führen über Ihre Immunität in Amerika, dass da keiner, gibt es da Fortschritte? Ja. Erstmal müssen wir so abmachen, dass die mir Garantie geben sollte, wenn ich komme, dann ist wieder nicht etwas passiert. Ja. Gibt es da schon Fortschritte oder ist das noch am Prozess? Im Prozess. Okay. Wir haben ja jetzt in Amerika die Situation, dass sich wohl kaum jemand jetzt gerade für Korruption interessiert. In Amerika haben wir diese berühmten Rassenunionen, Black Lives Matter.
das sieht ja fast so aus, als wenn die Demokraten sich darüber freuen, weil solange auf den Straßen Chaos ist, interessiert sich keiner für diesen Skandal. Sehen Sie da auch einen Zusammenhang? Ich frage es mal vorsichtig. Ja, ist natürlich, die Demokraten finanzieren diese Sache, weil das ist genauso ein amerikanischer Maidan mit der gleichen, wie die in Ukraine gemacht. Das ist genauso die gleiche Situation. Also deswegen, ich kann nur vermuten, dass die benutzen dieses Geld, das die in Ukraine gekriegt in Korruption weg, die benutzen auch jetzt in Amerika nur zum dieses Haus organisieren, nur zum die alle waren nicht zufrieden mit dem Trump wegen seiner Politik und dann die versuchen jetzt alles machen, dass den Rating von Trump runterbringen. Deswegen die benutzen diese Situation und die finanzieren die ganze diese Geschichte. Ja, das Finanzieren kann man in Amerika sogar sehen und interessanterweise auch die gleichen Leute. Wir haben gesehen, Soros hat den Maidan finanziert und Soros finanziert auch Black Lives Matter. Also die Parallelen sind schon da, das stimmt. Und Sie meinen, Sie haben gute Erfahrungen mit dieser Sache, deswegen die machen sie so auch. Ja, ich meine, das hat angefangen mit Otpor in Serbien und so weiter. Das heißt, Sie vermuten, dass die Gelder, die Sie sich in der Ukraine angereichert haben, also bei Soros reden Sie von Ukra-Gas, dass die Gelder, die Sie da gemacht haben, wohl auch nicht ganz legal, ich glaube, Biden hat die 1,5 Millionen aus dem Reverse-Gas nicht versteuert, 1,5 Milliarden, dass das Geld jetzt wahrscheinlich in diese Sache fließt. Das ist Ihre Vermutung? Ja, 100%. Das war ganz schwarzes Geld und dann dieses Geld, die benutzen von der Politik in Amerika. Okay. Gut, nochmal zurück zu Ihrem Haftbefehl. Der Haftbefehl wurde im Juli ausgestellt. Es gab ja im April 2019, also kurz vorher, kurz vor der Wahl in der Ukraine, einen interessanten Besuch von Poroschenko bei Merkel. Ich vermute, weil Poroschenko mir immer verfolgt. Wenn ich in Spanien gewesen, da hat Poroschenko dann nach Spanien geflogen und hat viel Geld geboten und dann diese ökonomisch für Spanien nur zum mich zu bekommen. Und ich vermute auch, dann in Deutschland hat er auch gleiche Sachen gemacht. Ja, in der Ukraine. Ja. Also in Spanien, das Thema hatten wir ja auch. Da ist es ja so, dass sie zuerst eben von den spanischen Geheimdiensten Immunität bekommen haben, Aufenthaltsgenehmigung, Asylstatus, alles. Und dann kam Poroschenko vorbei und sagte, ich kaufe für 1 Milliarde alte Waffen, die er nicht mehr braucht, aber dafür will ich den Alexander Onischenko haben. Ja, genau so. So. Das war passiert und dann haben wir im Geheimdienst gesagt, ja, jetzt das ist ganz für unsere Ökonomie ist ein guter Dienst und dann wir können nicht weiter dich schützen, weil wir brauchen Geld für unsere Ökonomie. Und die Regierung ist schon entschieden, du wirst vielleicht ausliefern. Deswegen die haben gesagt, du musst vielleicht weg von Spanien, dass wir irgendwo in ein anderes Land gehen, weil sonst wir können nicht weiter deine Immunität hier in Spanien halten. Ja, und deswegen habe ich weg von Spanien. Ja, also das heißt, bei Spanien wissen wir also sicher, dass Poroschenko gekommen ist und zur Regierung gesagt hat, gib mir den Alexander Onischenko. Ja, und genau. Da haben wir auch von der Staatsanwalt bekommen, ein Brief, dass diese Kriminellfälle, dass die gegen Poroschenko gemacht, die waren auch angestellt. Genau nach diesem Gespräch. Ja. Ach so, die Geldwäschevorwürfe in Spanien waren nach Poroschenkos Vorschlag weg. Ja. Genau. Das ist so ein Zufall, oder? Ja. Und nun kommt der Zufall, dass Poroschenko im April 2019 zu Merkel fliegt, 2 Wochen vor der Wahl. Ich kann mich daran noch gut erinnern, weil es gab keinen Grund für den Flug. Sie hatten eigentlich nichts zu besprechen. Ja. Und es war auch klar, dass Poroschenko abgewählt wird. Also es ging auch nicht mehr um die Zukunft, es war vorbei. Trotzdem ist er nach Berlin geflogen. Merkel hat Kritik bekommen, das wäre Wahlkampfhilfe für Poroschenko. Und danach gibt es einen Haftbefehl gegen sie, der monatelang rumliegt, von keinem umgesetzt wird und dann 2 Tage vor ihrem Abflug nach Amerika plötzlich klack. Ja, wir können nur vermuten, aber die Vermutung liegt nahe. Ja, genau. Okay. Dann vielleicht noch zum Schluss die heutige Ukraine. Es gibt ja Menschen, die sagen, Zelensky wäre jetzt die große Hoffnung gewesen, jetzt ist er ein Jahr an der Macht, die Hoffnung ist bisher nicht eingetroffen, der Krieg geht weiter, die Armut ist da und inzwischen arbeitet Zelensky mit Poroschenko zusammen, was in Deutschland kaum jemand weiß.
vielleicht können Sie mal einschätzen, ja, was ist mit Zelensky? Was kann er, was will er, was darf er? Ja, Zelensky hat viel versprochen, dass der Krieg zu Ende bringt, dass er ja, viele Sachen für ukrainische Volksmacht. Aber am Schluss ist auch richtig Einfluss gekriegt von amerikanischen Konsulate. Der macht alles, was da ihm sagen, und ist natürlich, der ist auch abhängig von einem Oligarch, was ihm zu Macht gebracht. Und, ja, und jetzt auch, der hat immer früher gesagt, er kommt nur zum einmal Präsident, er wollte nur einmal Präsident sein, und dann ist jetzt in der letzten Pressekonferenz, da hat er gesagt, nee, ich will wieder in nächste Wahlen wieder kämpfen. Ja, habe ich auch gesagt. Das ist der richtige Problem. Für die nächste Wahlen, für den jetzt Regionalwahlen, von den Präsidentenwahlen, der braucht Geld. Ja? Und dann sehen wir, dass er schon angefangen mit den Soros zum Reden. Der ist abhängig von Soros, der nimmt seine Leute. Er will nicht vielleicht von Oligarchen abhängig sein, aber der ist richtig abhängig jetzt von Soros gewesen. Ja? Und dann sehen wir wieder Leute von Soros in der Regierung. Wir sehen wieder alle alte Leute, was in der Regierung gewesen, zum Beispiel den Abramowitsch, den Saakashvili und dann die anderen, die sind wieder in die Regierung gekommen. Saakashvili war sehr interessant, da habe ich mich wirklich gewundert. Ja. Und ja, der hat mit Poroschenko zusammen die schlechte Gesetze für das ukrainische Volk gestimmt. So, das sieht so aus, dass alles, was die mit Poroschenko machen, das sieht wie aus wie ein Theater. Ja, so. Das ist nicht wirklich. Ja, Poroschenko hat ca. 20 Kriminalfälle, und die können ihn nicht einmal festnehmen. Ja. Die kommen zum Generalstaatsanwalt und dann versucht mit Poroschenko reden. Poroschenko dann sagt, okay, tschüss, und dann rennt weg. Ja. Der ist ja sogar zur Generalstaatsanwältin ins Büro gelaufen. Ja, genau. Ohne Termin, so jetzt, was soll der Scheiß? Also, ja. Das macht auch die ganze ukrainische Justiz, der macht schlechte Ruf, ja, und das zeigt, dass ukrainische ist einzige wie ein Behinderung, also der kann nichts machen, ja. Kurz für die Zuschauer zur Erklärung, die schlechten Gesetze, die er macht. Also eigentlich war ja Zelensky und Poroschenko waren ganz doll Feind, ja. Und dann jetzt plötzlich will der RWF, dass die Ukraine die Schwarzerde verkauft. Das ist ja der fruchtbarste Boden der Welt. Da wollen die Industriekonzerne ran, die Lebensmittelkonzerne. Und der WF sagt, das muss privatisiert werden. Ja. Zelensky wollte das machen, seine Fraktion hat nicht mitgespielt, die ist auseinandergefallen, und jetzt macht er die Gesetze zusammen mit Poroschenko. Ja. So. Okay, also das heißt, Zelensky ist im Grunde inzwischen auch umgedreht, er hängt auch an Soros, er hängt zum Teil an Poroschenko, also im Grunde ist da nichts mehr zu erwarten, der Mann ist nicht unabhängig. Übrigens, wussten Sie die Serie, dass die Netflix gehört? Sluga Naroda? Ja. Ja, also auch da schon, das ist die Serie, mit der Zelensky Präsident geworden ist, gehört Netflix. Also auch da schon, ne, die amerikanischen Fäden von hinten. Ganz interessant. Gut, also das heißt, Hoffnung auf eine bessere Politik für die Menschen der Ukraine haben wir nicht. Nein, sieht schlecht aus. Wie kann das eigentlich sein, dass jetzt Trump Präsident ist, aber die Botschaft in Kiew trotzdem noch immer auf die Demokraten hört? Dass da immer Soros das Sagen hat und dass Leute, die Trump in die USA sehen will, dort kein Visum bekommen. Auch in Ihrem Fall, Sie wohnen in Deutschland. Normalerweise müssten Sie Ihr Visum wahrscheinlich vom Konsulat Hamburg bekommen, vom ukrainischen. Aber Sie haben es in Budapest bekommen. Warum nicht in Deutschland? Was ist das für ein Spiel? Die meisten Konsulate und Botschafter kontrolliert Demokraten, ja, so wie Biden und die anderen, ja. Und zum Beispiel in Ukraine, das hat immer Trump nicht gekümmert um Ukraine, aber nachher, der hat verstanden, dann ist Demokraten sind drin, die machen einzige Programm gegen Trump, ja. Jetzt hat er das rausgefunden und jetzt hat er versucht, einen neuen Botschafter wechseln, ja. Ich glaube, hat er schon gewechselt, ja? Ja, das war mein Verdacht, weil es war ja so, Trump hat die Ukraine völlig ignoriert
Und dann, als Poroschenko die Wahl verlieren sollte, 1-2 Wochen vor der Wahl, ist Jazenjuk, dieser Generalstaatsanwalt, der vorher ganz brav für Biden alle Ermittlungen eingestellt hat, der ist zur Presse gelaufen und hat in der Presse ein Interview gegeben und hat gesagt, die US-Botschaft gibt mir eine Liste mit Leuten, gegen die ich nicht ermitteln darf. Ja, genau so. So, und das wurde bekannt und dann hat ja Trump sofort diese US-Botschafterin, die noch von Obama ernannt war, Marie Jovanovic, hat er dann sofort abberufen. Also im Grunde hat Trump anscheinend 3 Jahre die Ukraine gar nicht verstanden, was da passiert. Ja, das genau so passiert. Nach dieses Geschichte mit Jazenjuk, da hat Trump richtig verstanden, dass dieses Konsulat in der Ukraine ist unter Kontrolle von den Demokraten. Ja. Und jetzt hat er so gemacht, dass die Botschafter gewechselt haben. Aber wie kann das sein, wenn Trump das jetzt weiß, dass das Konsulat in Kiew zum Beispiel trotzdem Monate später dem Schockin kein Visum gegeben hat? Ich meine, wenn das jetzt unter Trumps Kontrolle ist, dann hätten sie Schockin doch das Visum geben müssen. Aber, ja. Also es ist eine schwierige Situation, die man nicht verstehen kann, oder? Ja, genau so. Also normalerweise Schockin sollte auch am 3. Dezember 2019 da in Amerika sein, aber mit die haben ihm einfach kein Visum gegeben. Ja, so. Ja, mit ihnen zusammen sollte er kommen, ne? Genau. Ja, und Sie, wie gesagt, Sie konnten Ihr Visum auch nicht in Deutschland bekommen, Sie mussten nach Budapest. Das ist auch interessant. In der Ukraine haben Sie gesagt, dass die Botschaft in Budapest sogar einen Brief von Trump vorliegen hatte, gebt dem Mann ein Visum. Ja. Also das ist auch genau, das war ein Brief, wo geschrieben, der sollte ein Visum haben, das ist im Interesse von United States of America. Ja. Interessant. Ja, die Geheimdienste haben sich ja generell für Sie interessiert. Vielleicht zum Abschluss noch die Geschichte jetzt in dem Zusammenhang. Auch der deutsche Nachrichtendienst, der BND, hat Sie ja zum Gespräch gebeten. Können Sie darum noch ein paar Worte erzählen? Ja, die haben mir schon gesagt, das war glaube ich 2017 oder 2018, ja, und die haben auch mit mir gesprochen und gesagt, dass ich darf nicht schlecht um Poroschenko reden wegen seiner Korruption und dass er Geld von Europa und Amerika kriegt und dann klaut einfach dieses Geld. Weil der Poroschenko ist Freund von Frau Merkel und die solche Geschichte, die machen Ruf von Frau Merkel kaputt. Deswegen am besten darf ich nicht solche Sachen erzählen. Moment, der deutsche BND weiß, dass die Hilfsgelder aus der EU in der Ukraine von Poroschenko geklaut werden. Und dann kommt er zu Ihnen und sagt, red mal nicht drüber, das ist für Merkel schlecht. Ja. Okay. Mit wem haben Sie gesprochen? Wer hat Ihnen das gesagt? Ja, ich will, das ist ganz hoch gesprochen. Ich will jetzt den Namen sagen, sonst denke ich, kriege ich wieder Probleme, ja, in Deutschland mehr Probleme. Aber die Situation hat diese Stadt gehabt. Okay, Sie haben den Namen in der Ukraine genannt, ich werde ihn jetzt auch nicht nennen und dann ist gut. Aber es war schon jemand ganz oben im BND, der Ihnen gesagt hat, nein, Merkel ärgern ist doof und Poroschenko ärgern ist doof. Ja, genau so. Gut, okay. Also das heißt, wenn die deutschen Behörden und die Regierung so tun, sie wüssten nichts von dem, was in der Ukraine passiert, können wir sagen, das stimmt nicht. Ja. Gut. Ja, das sind ja, ich muss sagen, wie gesagt, ich bin ziemlich überrascht. Vieles von dem, was Sie erzählt haben, war neu. Wir hatten einiges an technischen Problemen heute. Ich hoffe, jetzt hat alles funktioniert. Haben wir was vergessen? Ich glaube nicht. Ja, wenn irgendwas, dann sagen Sie mir. Ja, dann sind wir in Kontakt. Ja, Sie hatten mir noch ein paar Unterlagen, aber das können wir dann ohne Kamera machen. Ja, dann würde ich sagen, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch gerade wegen Ihrer Gesundheit. Schönen Gruß an die Familie und erholen Sie sich jetzt weiterhin da, wo Sie sind. Sie haben es wirklich verdient und ich wünsche Ihnen allen Erfolg der Welt. Und nochmal vielen Dank, Herr Onischenko, für das Gespräch. Okay. Tschüss. Danke.